Herzlich willkommen zur Deutschen Kart-Meisterschaft aus Kerpen, Runde 4 der diesjährigen Saison, und wir sind auf traditionsreichem Boden, dem Erftlandring, die Geburtsstätte von Michael Schumacher, siebenfacher Formel-1-Weltmeister, wer erinnert sich nicht daran, aber auch sein Bruder Ralf Schumacher, Sebastian Vettel haben hier beide ihre großen Formel-1-Karrieren begonnen und noch viele andere Fahrer und vielleicht auch bald einer derer, die wir hier heute sehen werden. Welcome to the Erftlandring in Kerpen for the penultimate round of the 2026 DKM season, where the likes of Michael and Ralf Schumacher and Sebastian Vettel started their careers to the pinnacle of motorsport in Formula One at this very track. Ja, und an diesem Wochenende geht es darum, sehen wir schon die ersten Entscheidungen in der Deutschen Kart-Meisterschaft. Mit Henry Möhring in der OKN Junior und Jakob Kamenik in der OKN gibt es zwei Fahrer, die schon die besten Chancen haben, hier die Reise als vorzeitiger Champion anzutreten. This weekend could see the decisive blows in both OKN Junior with Henry Möhring and in OKN Senior with Jakob Kamenik. They are on the doorstep of potentially clinching the titles with one round to go. Und jetzt heißt es, anschnallen, die Heats starten und bleibt dabei. Wir sind gespannt, wer sich hier heute durchsetzt in Kerpen. Yep, so don't forget to stick with us through the live stream throughout the weekend here in Western Germany. Einen wunderschönen guten Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren und liebe Motorsportfreunde. Good afternoon, everybody, and welcome to the Erftlandring here in Kerpen for what is the penultimate stop on the 2026 Deutsche Kart-Meisterschaft season here in the Nordrhein-Westfalen region, here in this part of this great nation that loves its motorsport. Von meiner Seite hier in die Kommentatorkabine, mein Name ist Alex Goldschmidt, euer Kommentator für den ganzen Wochenende hier bei unserer Direkt-Livestream auf den ADAC Motorsports YouTube-Kanal direkt von heutigen Samstagnachmittag mit 14 Qualifying Heats. Dann Sonntagmorgen haben wir den Super Heats und dann den Endpunkt des Rennwochenendes morgen Nachmittag. Und ebenso gibt es in 2 von der 5 verschiedenen Klassen hier, die sind ein Teil des DKMs Paddocks hier in Westdeutschland. Wir haben in die Nähe von 145 Teilnehmer von 19 Ländern hier in die Klasse KC2 Cup, KC2 Mini, OKN Junior und OKN. So, nearly 145 drivers from 19 different nationalities are here at this famed and legendary circuit that has seen quite a few number of drivers, including those from Germany, including 7-time Formula One world champion Michael Schumacher and also Lewis Hamilton. Along with that, Michael Schumacher's brother Ralf, 4-time Formula One champion Sebastian Vettel, who was very dominant during his days at Red Bull Racing. We've also seen the likes of Stoffel van Dorn, Jos Verstappen, Timo Glock, and a whole host of other drivers that have made it to the top tier parts of motorsport have been at this track here, this just over 1.1 kilometers circuit, which is going to be a fast-paced affair over the course of the weekend, has seen so many drivers make their way up the order in terms of top-tier motorsport. But 2 championships out of the 5 could be decided tomorrow afternoon. So please stick with us on the official ADAC Motorsports YouTube channel, as we will very shortly be getting underway with our first race of the weekend. We have had a delay to the timetable, but not too much to the point where it has caused a drama for everybody, because we will have plenty of racing to keep you entertained over the course of the weekend before we head into the business end of the championship season, which will head over to Bavaria and more importantly to the Pro Kart Raceland circuit in Wackersdorf
September the 25th to the 27th. And there you see the 1,107 meter circuit. Very technical, very fast-paced, heavy braking zones and minimal opportunities for passing, but it is about being in the right place at the right time. Eine wirklich enge Strecke hier. Es ist wirklich schwer, nochmal jemand zu überholen, vielleicht. Bis zum Spitzkehrer nach dem langen Gerade und dann ein kurzes Recht. Kurve nach dem Start und Ziel hier bei dieser 1107 Meter langen Strecke hier in Kerpen. Aber wir gehen gleich los mit KZ2 Cup Qualifying Heat Nummer 1.
sind schon jetzt bereit für den ersten Qualifying Heat von 14 am heutigen Samstagnachmittag. Wir starten hier am Runde Nummer 4 DKM Saison 2026 mit KZ2 Cup Qualifying Heat B gegen C. Auf dem Pole Position startete Nummer 464 Marc Gestenkorn und auf seine linke Seite startete Dominik Reuters, auf Nummer 2 Emmanuel May und Manuel Kastel. Reihe Nummer 3 startet Dirk van Siftout und Yannick Remmert. Vorne Luca Prima und Pavel Wimmer. Und die letzten zwei Piloten in den Top 10 sind Kevin Wagner und Jelte Bohmer. Vorne von Quinten van Leuven, Milan van Winten und Jason Davenstein auf Platz 13. Vorne von Semil Bayati und Dino Kalkun. Marcel Ernst startet auf Platz 16. Vorne von Max Hesel und Tim Verelst auf Nummer 9. Auf den letzten zwei Positionen von den Top 20 startet der 439 aus Lituanien, Paulius Paskevičius, und aus Runde Nummer 449, Kasper Plöimert. Dann die letzten 4 Startpositionen startet der 499 aus Estland, Karl Liesma, dann Svenja Dreher aus Deutschland, Kevin Rosenbeek aus Schweden und auf 24. Position startet der 459 Nelson Berghaus. Im Moment in die Meisterschaftswertung bei KZ2 Cup. Marc Gestenkorn ist auf Rang Nummer 2 mit einer Gesamtpunkte total von 236 Punkte, 8 hinter der Führende in die Meisterschaftswertung nach Ampfing. Der 485 Oliver Stettler, der war schnellster von 48 Piloten insgesamt hier im KZ2 Cup bei Qualifying heute Morgen. So, Marc Gestenkorn and Dominic Reuters line up on the front row. Proceedings overlooked by race director Kevin Meinhardt and his team. Und wir warten auf heftiger Drehmoment und Beschleunigung bis zum Spitzkehrer für das erste Rennen von 6. Heute am Samstagnachmittag in dieser sehr konkurrenzfähigen Klasse im KZ2 Cup. Grüne Flagge von hinten. Jetzt muss den Fahrer auf den Lichter blicken. Und jetzt 4 Lampe an und jetzt geht's los. Schlechter Start bei Dominik Reuters. Aber was für ein Holeshot bei der Marc Gestenkorn. Hat ein bisschen Bremspunkt bei Spitzkehrer. Innerseits geht der Emmanuel May am Angriff neben Dominik Reuters. Und jetzt sind alle 24 Piloten bis zum Leichhardt-Kurve gegangen. Aber jetzt ist der Dominik Reuters ganz hinten, ganz kurz hinten, der Marc Gestenkorn an Spitze. Jetzt bis zum Mutkurve gekommen. Nochmal Angriff, nochmal ein Versuch bei der Dominik Reuters. Aber der 464 aus der Schweiz, Marc Gestenkorn, nach der ersten Runde ist am Spitze. Vorteil 0,128 Sekunden. Und jetzt kommt Angriff innerseits und dann springt der Reuters drin und er ist vorbei. Und kleines Fehler in den schneller links nach Spitzkehrer bei der Gestenkorn. Ein kleines Fehler für den Pilot von Mach 1 Motorsport. Aber der Reuters jetzt am Spitze und dann versucht er nochmal den Vorsprung zu verlängern. So, a great move by Dominic Reuters through into Spitzkehrer after the opening lap and has now pulled the gap over Marc Gestenkorn. Few drivers making some moves up the order. But now it's a half-second advantage. Reuters is absolutely flying. An attempt by Dirk van Siftout to get through. One of the Sodi karts having a bit of a drama. That was Manuel Kastel for the 406. Und ganz hinten ist der 491 aus Schweden, der Kevin Rosenbeek. Jetzt bleibt er auf Platz 24. Aber was für ein Vorteil, denn er hat das
das Spitze gewonnen. Nach dem Überholmanöver innerseits haben den Spitzkehrer gegen Marc Gestenkorn. Jetzt hat der Dominik Reuters seinen Vorteil verlängert bis zum 16. eine Sekunde zwischen ihm und der 446. Starkes Zweikampf zwischen der Emmanuel May aus Deutschland in der Nummer 407 gegen der Holländer, der 477, Dirk van Sifthout. Luca Prima jetzt vorbei an der Manuel Kastel für Platz 5. 13 Runden insgesamt für jedes Qualifying Heat bei KZ2 Cup. Die Renndistanz für alle Qualifying Heats 14,391 Kilometer. Aber bis zum schwarz-weiß karierte Flagge gibt es nochmal 9 Runden. Und eine von den Truppe von VDB Karting. Ich denke, das war der Yannick Remmert. Und auf den Schultern von Pavel Wimmer, der 433 aus Tschetschen. Und viel Druck von hinten. Aber nach 5 Runden. Reuters bleibt am Spitze. Vorne von Gestenkorn. Dann May. Dann Van Sifthout. Und dann gibt es eine Möglichkeit für den Manuel Kestel in der 406 auf den Sodi-Kart vielleicht. Vorbei an der Luca Prima. Im Moment kann das nicht passen. Es ist wirklich eng in dieser Strecke hier in Kerpen. Und die beste Chance für alle Piloten hier an dieser 1107 Meter langen Strecke hier beim F-Ring. Vielleicht am Spitzkehrer. Das ist die beste Chance, jemanden zu überholen. Und Dominik Reuters nochmal den schnellsten Hunde seit dieses Rennen soweit. 42,4 Sekunden. Vorteil über Gestenkorn ist jetzt über 18 eine Sekunde. Aber technische Pech für der Nelson Berghaus aus Holland. Das ist bei Start und Ziel bei den 459. Ja, da finden ist das Rennen vorbei. Runde Nummer 6 von 13. Okay, Frühstartbestrafungen. Das kostet 2 Piloten eine 5 Sekunden Bestrafung. Marc Gestenkorn ist einer und auch der Dominik Reuters. Die beiden hat einen 5 Sekunden Frühstartbestrafung von Race Control bekommen. So both Dominic Reuters and Marc Gestenkorn have been slapped with a 5-second post-race jump start penalty. Reuters bogged down, Gestenkorn flew away. Aber jetzt müsste der Dominic Reuters und der Marc Gestenkorn richtig Gas geben im Moment. Und der Gestenkorn hat das Vorteil gekürzt zwischen ihm und der Dominik Reuters. Dann Dirk van Sifthout ist in einen Zweikampf mit der Emmanuel May über 3. Platz. Dann ganz kurz hinter die beiden sind der 482, der Luca Prima, und der 406, der Manuel Kestel. So, very, very close indeed with some of the competitors here. After this, we'll have 4 laps to go. But now with Reuters and Gestenkorn, they've really got to up the tempo, but it's not going to be easy because with a 5-second time penalty for the pair of them, that is going to drop them below 13th place at this moment as things stand. Und Angriff zwischen Luca Prima und der Dirk van Sifthout nach Spitzkehrer. Ein kleines bisschen Kontakt zwischen die beiden mit den Reifen und dann zwischen die beiden kommt der Manuel Kestel vorbei an der Dirk van Sifthout. Und jetzt ist der Luca Prima jetzt Vierter geworden nach dem kleines Hip-Check sozusagen. So, because of that little bit of hip check and shoulder,
between Dirk van Sifthout and Luca Bremer. Manuel Castel has been able to profit. 3 to go. So 11.07 kilometers have been completed of the racetrack so far. Van Sifthout trying to get a move round to the outside into the fast left, heading in towards Rental Kart corner coming up here. Aber nach dieser Runde haben wir nur 2,2 Sekunden und nur einen Angriff von einem von den TB-Cars. Ich denke, das war der Pavel Wimmer. Nee, der Kevin Wagner. Voller Angriff, volle Leistung. Und hat er versucht, nochmal vorbei zu gehen. Vielleicht an der Pavel Wimmer. Hat er schon das geschafft? Ja, das hat passiert. Und jetzt kommt der Kestel innerseits am Spitzkerer vorbei. Am Luca Bremer. Jetzt ist der Deutsche auf den Sodikart jetzt Vierter geworden, nachdem starkes Attacke am Spitzkerer. But a good attack there by Manuel Kestel, getting through millimeters between himself and Luca Bremer. So the German now up into P4. But that is allowed Dominic Reuters and Mark Gestenkorn to pull away. But how much damage has that done? So Vorteil zwischen Reuters und Gestenkorn. Wir sind jetzt auf die letzte Runde. Last lap. Zwischen Reuters und Gestenkorn. 1,1 Sekunden nach 12 von 13 Runden. Leider Pech auch für der 499 aus Estland. Der Karl Liesmer auf Runde Nummer 7 ist das Rennen leider vorbei. Und auf die Strecke. Der erste Fahrer, der wird den schwarz-weiß karierte Flagge sehen. Das ist der Dominik Reuters, aber mit eine Bestrafung auch für ihn und für der Mark Gestenkorn. Der Sieger nach 13 Runden in den ersten Qualifying Heat von 6 bei KZ2 Cup. Der Nummer 407, Emmanuel May, jetzt provisionell den Rennsieger bei Qualifying Heat Nummer 1 nach 13 Runden mit einem Vorsprung über Manuel Kestel, 1,7 Sekunden am Ende des Rennens. Vorne von Luca Bremer auf Platz 3. Dirk van Sifthout, Platz 4, vorne von Dominic Reuters, Kevin Wagner, Yannick Remmert, Jelte Burmer, Jason Dovestein und Mark Gestenkorn. So durch die Bestrafungen, dass der Reuters und der Gestenkorn bekommen haben, Reuters auf Platz 5, Gestenkorn auf Platz 10, Pavel Wimmer, Marcel Ernst, Semil Bayati, Milan van Winden und auf Platz 15 der 490 aus Deutschland, Dino Kalkum, Tim Verelst, Quinten van Leuven, Paulius Paskevicius auf Platz 18, vorne von Svenja Dreher und der Max Hesel auf der 484. Und die letzten paar Piloten, die sind über den Startziel am schwarz-weiß karierter Flagge nach dem Vollrenndistanz. Vesper Pleumert und Kevin Rosebeck. Leider Pech für Karl Liesmer und der Nelson Berghaus. Das war's für den ersten Qualifying Heat KZ2 Cup. Und in ein paar Minuten geht es weiter los mit dem zweiten Qualifying Heat Gruppe A gegen D für KZ2 Cup hier in Kerpen.
Wir haben hier am Red Bull Ring mit dem DTM-Fahrerlager am Montag begonnen. Haben wir die ersten Striche ins Fahrerlager eingeklebt. Dann kommen nach und nach die verschiedenen Gewerke, wie die Porsche Hospitality oder auch unsere DTM Hospitality, die dann am Dienstagmorgen hier angefangen haben aufzubauen. Wahnsinnige Atmosphäre. Ich bin total happy, das Wochenende hier gewesen zu sein. Wir haben eine unzählige Vielfalt an Berufen und wir sind natürlich auch total daran interessiert, dass gerade die jungen Leute zu uns kommen. Also ich würde sagen, es ist für jeden was dabei. Es ist immer ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man die Leute wieder auf die Straße bekommt. Aber eben auch als Veranstalter vom Motorsport finde ich es wahnsinnig toll. Wir machen das ja auch, weil wir gerne irgendwas mit Motoren machen. Außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die DTM in über 200 Territorien live oder real life zu sehen. Herzlich willkommen aus dem kompletten Namen German Airways Richtung Nürburgring. Heiße ich Sie auf herzlich willkommen. Man kommt hier sehr, sehr nah an die Teams, man kann in die Garagen reingucken. Also es ist wirklich alles da und ich glaube, es ist einfach eine super Atmosphäre hier. Let's go racing! Good opportunity to try and make up some places, but there's a lot of battling going on. Takes the victory there, first win in the ADAC GT Masters. So for those watching on the ADAC Motorsports YouTube channel, of course, we're not the only race weekend happening, of course, about an hour or so south of us. The DTM currently underway with its next round of the championship at the Nürburgring. But here at Kerpen, we are in the true business end of the championship season here in Nordrhein-Westfalen. So not too far outside of Cologne and Düsseldorf. Here in this western part of this fantastic nation of motorsport lovers. And we wouldn't be here if we didn't love this sport. Aber nach dem ersten Rennen am heutigen Samstagnachmittag hier in Kerpen beim Airflat-Ring für Runde Nummer 4 von Saison 2026 bei der Deutsche Kart-Meisterschaft. Es gibt ein paar Minuten bevor wir startet mit dem zweiten von 6 Heats hier bei KZ2 Cup hier in Kerpen.
Sharp little world full speed devotion. Red tie twitch, front end dips. I correct it with my fingertips. Every corner tries to test. I keep my nerve and beat the rest. Clip that curve, don't lose the line. One clean move and I take mine. Side by side, I won't fold. This small track makes me bold. Kart and racing, heart gone wild, no time for pacing. Kart and racing. Hold that line, I'm still chasing. Turn by turn, I come alive. One more lap, I gotta drive. Check the flag, I see it now. Tighten up and take the bow. One last spin, one last fight. I want that win with all my might. Kart and racing, heart gone wild, no time for pacing. Kart and racing, hold that line, I'm still chasing. So, jetzt hier ist die Startaufstellung für Qualifying Heat Nummer 2, Gruppe A gegen D für KC2 Cup. Auf Pole Position startet der Führende in die Meisterschaftswertung nach 3 Runden. Oliver Städtler, und auf seiner linken Seite startete Nico Bogner, der 413. Auf Reihe Nummer 2 startet Eric Wess auf Platz 3, Nick Plömers auf Platz 4, vorne von Jeroen Boss und Karl Luthard auf Reihe Nummer 3. Reihe Nummer 4 startet der Däne Lloyd Sachse auf der Nummer 456. Und auf seiner linken Seite startet der Louis Esser. Die letzten 2 Piloten in den Top 10 sind Julian Bug und Ilian Jankau. Vorne von Jaden Guschiken und Oskar Steinbach auf Reihe Nummer 6. Vorne von Rick Hartmann und Henrikas Klepikas aus Lituanien. Auf Reihe Nummer 8 startet 2 Deutsche. Valentin Knödel und Erik Müller. Dann von Österreich Adrian Martins startet auf Platz 17 neben Moritz Schenk. Auf Platz 19 startet Giovanni Witzewin und auf Platz 20 Roy Molema. Platz 21 Khalil Soda aus Lituanien, der Nummer 417. Dann Christopher Sachse aus Dänemark 410 und Maximilian Bredahovic auf den Nummer 470. Nochmal wieder wie in den ersten Qualifying Heat bei KC2 Cup. 13 Runden, Renndistanz 14,391 Kilometer. So the drivers now getting into position ahead of 13 laps, which will measure 14.391 kilometers for KZ2 Cup qualifying Heat 2, Groups A and D into battle. So 23 drivers getting into position, waiting for the last few drivers to get into their grid positions, and then we will hear the revs rise when the green flag waves at the back. Green flag waves. Drivers instructed to look at the lights, and when the 4 red lights are out, we are racing. Und gleich geht's los. Start ist freigegeben. Und Grundstart bei der Nico Bogner, vorne von seinem Teamkollege auf Pole Position. Aber jetzt kommt der Städtler innerseits am Spitzkehr nochmal wieder am Spitze zu bleiben. Und oh, jemand ganz breit links von Exit von Spitzkehr und hat viel Distanz zwischen ihm und dem ganzen Feld am vorne schon verloren.
So one of the drivers exiting stage left, coming out of Spitzkeller at the end of the... Oh, and someone else has just gone off. Big time off on the approach into Mudkurve. So someone has definitely lost a few places, aber nach der ersten Runde Städler bleibt am Spitze. Vorteil über seinen Teamkollege von Formula K, SRP Racing Factory Team, Nico Bogner. 0,45 Sekunden. 4,5 Zehnten zwischen die beiden Piloten der 485 am Spitze. Vorne von der 413, dann der Eric Wess auf der 414 auf Platz 3. Vorne von Karl Luthardt und Ilian Jankov. Und dann gelbe Flagge in Richtung Spitzkeller. So yellow flags on the approach down to the heavy braking zone. There's double waved yellows. Oh! Doppelgelbe Flagge am Mudkurve. Und jemand ist direkt vom Bremspunkt gerade im Kiesbett gegangen. Und dann, ja, leider ist es alles vorbei vor, ich denke, das ist der 417. Khalil Soda. So, leider Pech für ein paar Piloten in diesem Feld, aber jemand geht direkt in die Boxengasse. So, nochmal Pech für Valentin Knödel, Erik Müller und Khalil Soda. Okay, jetzt kommt Frühstartbestrafungen für 3 Piloten. 413 Bogner, 448. Das ist der Nick Pleumers und auch der 456. Lloyd Sachse aus Dänemark. So, 413 Bogner, 448 Pleumers and 456 Loritz Sachse have all got a 5-second jump start penalty. That has been handed out by race control. Das ist ein 1-2-Moment für Formula K, SRP Racing Team. Das war der Nick Pleumers. Der ist direkt nach Mudkurve in die Boxengasse gegangen. 2 Runden, so Pech für der Holländer. Aber den Vorteil, dass der Oliver Städtler hat in diesem wichtigen Moment nach 5 Runden. Letztes Mal war es 7 Zehntel eine Sekunde, jetzt in die Nähe von 8,5 Zehntel eine Sekunde. Und nochmal, schnellste Rundezeit des Rennens bei der Städtler, 42,449. A really good start by the driver who's really tried to put his stamp on this series, but it has not been easy for the young charger from Formula K SRP factory team. Und nach 6 Runden, jetzt ist der Vorsprung zwischen der Städtler und der Bogner knapp in die Nähe von 1,1 Sekunden Vorteil zwischen den 485 und der 413. Aber wir müssen nicht vergessen, dass der Bogner hat einen 5 Sekunden Bestrafung nach dem Frühstart. So, vielleicht im Moment ist der Bogner. Er könnte vielleicht, wenn ich über den Live-Timing sehen, vielleicht 12. oder 13. Platz. Aber er bleibt Zweiter auf die Strecke auf diesem Punkt, auf diesem Moment. Und versucht der Jürgen Boss, er ist in einem Zweikampf mit der 409 von Deutschland, der Louis Esser, das ist über Platz 6.
Letztes Jahr war der Jeroen Bos der KC2 Masters Meister von den nationalen Meisterschaft in Holland. Und in 2025. Aber nochmal die Leistung, das Pace von der Oliver Stettler ist richtig, richtig stark. Und kleine Überraschung von der Jaden Gurschigen, das habe ich gesehen. Überholmanöver innerseits am Spitzgerber. Und jetzt ist er vorbei. Ich denke an den Julian Group und auch der 456 ganz hinter ihm. Ganz kurz hinter ihm ist der Loritz Sachse, der Däner, auf der 456. So Loritz Sachse running with the MP Motorsport team, based out of Bejaland in the Netherlands. Funnily enough, the road that they're on is Ferrari-land, basically Ferrari Lane. But 4 laps to go, and Oliver Stettler has got a lead of nearly 1.6 seconds over Nico Bognar. Eric Vest rounds out the top 3. Vest will be promoted to second post-race after the 5-second time penalty that Nico Bognar got given by race control after a jump start. Und für Platz 10 gibt es einen richtig harten Zweikampf zwischen Julian Bubb auf der 469 und der Oskar Steinbach auf der 423. Und dann versucht der Steinbach vielleicht vorbei. Aber was ist mit Louis Esser passiert? Vielleicht ist er direkt rein in die Boxergasse gegangen. Ja, leider gibt es Pech für die 409. Nach den ersten 3 Runden dieser Saison in DKM 2026, nach 9 Runden, leider Pech für der 409 von Mach 1 Motorsport. Der war auf Platz 6, bevor das Pech kommt für der deutsche Pilot. So, vorletzte Runde in dieses Rennen. Und Oliver Stettler jetzt hat einen Vorsprung über den Nico Bognar. Das ist über 1,8 Sekunden nach 11 Runden. Diese 1107 Meter lange Strecke hier im F1 in Kerpen. Und Loritz Sachse jetzt auf Platz 8 hinter der 416 Jaden Gurschigen. Für Formula K SRP Factory Team. Letzte Runde läuft und es ist knapp in die Nähe von 2 Sekunden Vorsprung, dass der Oliver Stettler hat über der Nico Bognar. Und die Bestrafung, das kommt nach dem Rennen für der 413. Das ist 5 Sekunden. Ich denke, dass der Bognar wird 8. Wenn wir sehen, das schwarz-weiß gravierte Flagge. Aber was für ein starkes Weg in dieses Rennwochenende hier im Kerpen zu starten. Über Start und Ziel, Sieger dieses Rennen, Oliver Stettler nach 13 Runden, knapp in die Nähe von 2,2 Sekunden. Vorne von seinem Teamkollege Nico Bognar. Und jetzt nach die Bestrafungen für den Frühstart dieses Rennen ist der Nico Bognar jetzt auf 7. geworden. So, Stettler ist den Rennsieger dieses Rennen. Vorne von Eric Vest, Karl Luthert auf Platz 3. Vorne von der 412 aus Bulgarien, Leon Jankov. Und dann der Jeroen Bos aus Holland, der 446 auf Platz 5. Vorne von Jaden Gurschigen, Nico Bognar auf Platz 7. Vorne von Oskar Steinbach und Adrian Martins aus Österreich. Julian Bubb auf der 469 auf Platz 10. Vorne von Henrikas Klepikas, Rick Hartmann, Loritz Sachse, Giovanni Wittevin, Maximilian Predovic auf Platz 15 über Start und Ziel. Vorne von Neuschenk, Christopher Sachse und Jori Molema auf Platz 18. Pech für Louis Esser auf Runde Nummer 10. Dann Nick Pleumers, Valentin Knödel, Erik Müller und Khalil Soda
auf Platz 23 nach dieses Rennen. So, das war's in diesem Moment am heutigen Samstagnachmittag für KC2 Cup. Und das nächste Rennen, Rennen Nummer 3 von 14, auf ungefähr 14 Uhr ist es für den ersten Qualifying Heat für die Mini-Klasse hier in Kerpen. everywhere. A little bit of contact. They run absolutely neck and neck. As always, GT4 Germany entertaining right there.
Wir bewegen Deutschland. 22,6 Millionen Mitglieder. Wir kümmern uns um sie. Mehr als 3,6 Millionen Einsätze jährlich. Wir sind immer an ihrer Seite. In der Luft. Auf der Straße. Und auf der Rennstrecke. Und jetzt geht sie los, die Saison! Motorsport vom Allerfeinsten. Wir sind bei euch. The season is about to roar into life. Wo immer ihr seid. Von Anfang an. Bis Träume wahr werden. The grid is very interesting. Was für eine Show. Radio check 1, 2. 2700 Motorsport-Events. 150.000 Teilnehmer. 2 Millionen Zuschauer. There is a massive crowd. Rad an Rad. Mehr geht nicht. Und hinter all dem Checking flag is out. Well done. Weltklasse. stehen 4 Buchstaben. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind wieder zurück hier in Kerpen für Runde Nummer 4 für Deutsche Kart-Meisterschaft, Saison 2026. Und wir sind in ein paar Minuten nochmal weitergehen mit den Qualifying Heats am heutigen Samstagnachmittag hier in Nordrhein-Westfalen für den Mini-Klasse. Und im Moment nach Mülsen, Schepp und Anfing. Der Führende in die Meisterschaftswertung ist der 395 aus Dänemark, Albert Poulsen. Der nach 3 Runden hat insgesamt 255 Punkte. Und sein Landesmann Mika Storolonson von AF Competition auf der 323 hat, das ist ungefähr ein Vorteil von 27 Punkten. Auf Rang 3 in die Meisterwertung der 394, der Leo Klock. Er ist nur 11 Punkte hinter der Lundholm. So, wir haben in ein paar Minuten den nächsten Rennen. Das steht für 9 Runden für den Qualifying Heats. Das ist knapp in die Nähe von einem Total-Renndistanz, jedes Qualifying Heat heute am Samstag von 10 Kilometer. Da haben wir viele verschiedene Piloten, die könnte vielleicht mehr Punkte zu gewinnen dieses Wochenende, zum Beispiel von Arena E der 333, der Leon Ossay und auch der Maddox Mason,
Der junge Pilot von Südafrika, der 329 von Lanari Racing Team, hat schon jetzt nach 3 Runden von 5 insgesamt diese Saison 167 Punkte soweit gewonnen. Beste Ergebnis, denke ich, 2. Platz nach den Superheats in Mülsen und in Cheb. Beste Ergebnis im Finale für den Südafrikaner war auch in Cheb mit 39 Punkten. So, Albert Poulsen, for the English viewers out there on the ADAC Motorsport YouTube channel. Albert Poulsen in the 395 has 255 points to his credit. Winner of the final at Cheb, another premiere for us here at the DKM. Following on from the season opener at Marienburg back in 2025. Mika Storolonsholm took the win in the final back at Amfing a few weeks ago, and it was Roman Meister in the 322, who is currently 6th in the standings, that took the win at the season opener in Mülsen. It also took a big haul of points, which ended up being 94 after all 3 stages of the competition was concluded. So, jetzt die Startaufstellung für den ersten Qualifying Heat am heutigen Samstagnachmittag in Kerpen für Mini. Auf der Pole Position startet der 329 aus Südafrika von Lanari Racing Team, Maddox Mason. Auch ein Neuling in dieser Klasse hier in DKM, aber ich kenne diesen jungen Mann sehr gut. Der Holländer 327 auf Platz Nummer 2 startet der Kees Moyes. Vorne von Albert Poulsen für die Meisterschaftswertung und auf Platz 3 in die Meisterschaftswertung auf seiner linken Seite auf Reihe Nummer 2 startet der Leo Klopp. Dann Roman Meister und Elias Dahlmann auf Reihe Nummer 3. Ben Bernhard und Victor Oliver Riso auf Reihe Nummer 4. Und die letzten 2 Piloten auf den Top 10. Der 315 Bastian Kleiner und der 384 Matthias Cavulea. Mika Storolonsholm auf Platz 11. Und auf Platz 12 startet der Leon Ossai. Leandros Margaritis und Oskar Bäumes auf Reihe Nummer 7. Philipp Pflanz und Neues Sulitka auf Reihe Nummer 8. Vorne von Noah Kim, Amisio Sani, Chris Leon Kalweitz, Jay Vermeulen, Luca Matis Brixius und der Nick Meyer startet auf Platz 22. 9 Runden auf dieser 1107 Meter langen Streckenkurs hier in Kerpen. Eine legendäre Kartstrecke hier in Deutschland. One of the iconic circuits that has seen so many drivers start their racing careers in this very sport. And the list of drivers are too long for me to mention. But it is Maddox Mason and Kees Moyes on the front row of the grid into the tram lines. Gleich geht's los. Start ist freigegeben hier beim ersten Qualifying Heat. Und hat der Kees Moyes ein paar Plätze verloren bis zum Spitzkehr. Großes Unfall. Und nochmal ein Konstantina-Effekt. Nach dem ersten Unfall geht der Kees Moyes geradeaus direkt nach dem heftigen Unfall, nach einem starkes Bremspunkt in Spitzkehre. Und dann kommt das Hintereffekt. So big incident there. Kees Moyes, I think, was a very, very lucky individual. There are yellow flags down into Spitzkehre. Aber am Spitze bleibt der Maddox Mason. Albert Poulsen jetzt weiter. Mika Storolonsholm startet auf Platz 11, jetzt Platz 3. Ben Bernhard auf 4. In der 381. Aber Pech für viele verschiedene Piloten nach 2
nacheinander Unfälle am Spitzkehrer. Das hat leider passiert. Und ich denke, dass es gibt zwei. Roman Meister ist einer, auch vielleicht der Leon Ossai auf der 333. Aber fährt der Noah Kim, der Vincent Oliver Riso, der Cage Moyes, der Bastian Kleiner und Matthias Cavulea. Jetzt kommt Angriff am Mika Stololonso von der Ben Bernhard. Und jetzt nach 2 Runden von 9 hat der Maddox Mason, der Landesmann von Kevin und Sheldon van der Linde. Beide fahren jetzt in viele verschiedene Meisterschaften, zum Beispiel DTM. Und der junge Bruder von Matteo Mason, das wir werden in einer der Klasse hinter der DKM nochmal auch sehen, hinter dem Steuer. Aber jetzt kommt vielleicht ein Angriff von der Ben Bernhard nach Nordkurve. Den Schumacher-Schikane. Und dann vielleicht kann das passieren für der junge Pilot von Deutschland. Aber hier kommt mit voller Leistung, voller Pace auf den 394 der Leo Klock von CRG Holland. Echtes enges Duell, aber Angriff und vorbei geht der Ben Bernhard am Mika Stololonso für Platz 3. Das war die Leihkart-Kurve. So through into rental car corner. Great move there by Ben Bernhard to get through on Mika Stololonso. But Leo Glock, I had the opportunity to speak to on the grid walk for the final back at Cheb. Fastest lap of the race, 49.737. We're nearly at halfway in this race so far. Temperature is north of 30 degrees there. Aber jetzt kommt den Rückangriff von der Mikas Lundsholm an den Ben Bernhard. Und nochmal Positionwechsel für Platz 3. Aber jetzt kommt der Klock. Voller Leistung, voller Pace innerseits an Ben Bernhard. Jetzt vorbei ist der Holländer für Platz 4. Schnellste Runde seit im Moment bei der Maddox Mason, der Südafrikaner am Spitze des Felds. 49,706. Und wir sind über Halbdistanz hier in dieses Rennen. Nochmal 4 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flagge für diese jungen Piloten. Aber leider gibt es Pech am ersten Runde nach 2 Back-to-Back-Unfälle nach dem Spitzkurve. Roman Meister und Leon Ossai. Und jetzt nochmal ein Überholmanöver an Leihkart-Kurve bei der Leo Glock. Jetzt ist er auf Platz 3. So Leo Glock with another textbook beautiful move through that left-hander at rental car corner. Gets through on Mikas Lundsholm for P3. The gap between him and Albert Poulsen is a big mountain to climb with just 3 laps to go. Maddox Mason, the young South African. And a lot of drivers who have come over here. I mean, I even remember back in my early days in karting commentary, Leighton Furry, who's been competing in ADAC GT Masters, came up through the ranks, decided to take a chance with his mum and dad and come over to continental Europe to compete against the very best. And you can't forget about 2 main drivers that are front and centre when it comes to South African representation, Sheldon and Kelvin van der Linde. Of course, you can't forget about the fact that South Africa does have a Formula 1 champion in the form of Jody Scheckter back in 1979 with Ferrari. Ich denke, dass sozusagen im Moment mit dieses Rennen zwischen der Maddox Mason und der Albert Poulsen nach 6 Runden Vorsprung war in die Nähe von 6/10 eine Sekunde. Jetzt ist es in die Nähe von 7/10 eine Sekunde zwischen den beiden Piloten an der Spitze des Felds. Cage Moyes jetzt macht seine Rückkehr durch den Feld.
der 327 aus Holland. Jetzt Runde Nummer 5 von 9. Schnellste Runde seit dieses Rennen, 49,657. So Cage Moyes with a recovery drive, now back up to 12th after that incident at turn 1. Aber letzte Runde läuft. Maddox Mason mit einem Vorsprung über der Führende in die Meisterschaftswertung, Albert Paulsen, über 8 Zehntel, eine Sekunde nach 8 Runden dieses Rennen. Und jetzt kommt der Leo Klocknitz, schnellste Runde seit dieses Rennen, 49,554. Aber von Start bis zum Ende, was für ein Rennen für dieser junge Pilot von Südafrika, Maddox Mason. What a young hot shot of the future we've got in prospects. The driver from Lanari Racing Team, Maddox Mason, out of the final corner, wins Heat 1 here at Kerpen, ahead of Albert Paulsen and Leo Klock. Rounds out the top 3, winning margin just 1.06 seconds by the 3:29 for Lanari Racing Team. Average speed over nearly 10 kilometers, 80 kilometers an hour. That's about 50 miles an hour, give or take, in miles per hour, so to speak. But Rennsieger bei Qualifying Heat Nummer 1 für Mini, Maddox Mason aus Südafrika. Vorsprung über der Führende in die Meisterschaftswertung. Albert Paulsen bei knapp in die Nähe von 1,1 Sekunden nach 9 Runden hin. Kerpen vorne von Leo Klock. Der ist auf Platz 3 über Start und Ziel gekommen. Vorne von Mikas Todolonso. Ben Bernhardt auf Platz 5. Vorne von Elias Dahlmann, Leandros Margaritis, Noé Sulika, Oscar Bäumers. Und das Rückkehr bis zum Platz 10 über Start und Ziel. Für Cage Moyes aus Holland in der Nummer 327. Chris Leon Kalweit auf Platz 11. Vorne von Bastian Kleiner. Noah Kim, Vincent Oliver Riso, Nick Meyer, Luca Mathis Brixius, Jay Vermeulen und Matthias Cavulea. Leider Pech für Philipp Pflanz und Amisio Sani in Sektor Nummer 2 am Runde 8 und am ersten Runde Pech für Roman Meister und Leon Ossay. Aber Rennsieger dieses Mal bei ersten Qualifying Heat in Mini. Gratulation, Maddox Mason.
Little machine, ready to go. Hands locked tight on the wheel. I can taste that rubber peel. Realize that I hold my breath. One blink more than go for that. Slam that pedal, let it ride. Nochmal ein Qualifying Heat und nochmal eine Startaufstellung für Qualifying Heat Nummer 1 für OKN Junioren. Nochmal wieder ein Pole Position für den Führenden in der Meisterschaft in OKN Junioren bei DKM Motorsports. Henry Merring, der Nummer 214. Edin Keserovic startet außerseits am ersten Reihe. Auf Nummer 2 startet der 222, Carlos Nies, und neben ihm der 226. Starke Leistung dieses Mal bei Julian Dümmer. Milan Horsi und Maxim Bobryschow startet auf Reihe Nummer 3, vorne von Elliot Spankhoff aus Dänemark, Sebastian Brandt aus Deutschland, auch der Ben Schumacher, und aus Tschechien der Peter Meix, der startet auf Platz 10, vorne von Jonathan Meyer. Dann einer von südafrikanischer Piloten in dieses Feld, Ruvan Maritz, auf Platz 12, vorne von Paul Bernhardt. Bruno Alexander Kreiling und der Matteo Mason auf Platz 15. Gustav Christensen auf Platz 16 aus Schweden, vorne von Jonas Pundes aus Lituanien, Pierre Wolf, Emilio Olas und Reed, der letzte Partner in den Top 20, vorne von Alex Häuser, Andrei Andrescu, Milos Beginski, Leonard Utsch, Patrick Hanert, Stavros Stotos Francia, Christian Rasmussen aus Dänemark, Amelie Heuvers und Luca Tafelmeier. So Henry Merring, the young driver from DKM Motorsport, has an opportunity to wrap up the title this weekend. It's not the only one that might have a chance of that opportunity. Aber wir sind schon bereit für 11 Runden. Renndistanz im Total für jedes Qualifying Heat 12,177 Kilometer. Und jetzt, wir warten auf die Lichter. Start ist jetzt freigegeben und passt gut schon für Möhring und Nies. Und der Dünner außerseits am Spitzkehrer an erster Runde und ui. Etwas hat passiert außerseits von Exit-Punkte von Spitzkehrer. Simon hat viele Plätze verloren. Aber kommt Angriff an Spitze. Henry Möhring jetzt Dritter am Spitze. Jetzt ist der Carlos Nies, der 222. Und hinter ihm ist der Edin Keserovic. Dümmer, Platz 4. Jetzt über Start und Ziel. Und der Milan Horsi, Fünfter, vorne von Bobryschow. Brandt, Spankhoff jetzt Achter, vorne von Peter Meix. Bruno Alexander Kreiling jetzt ist in Platz 10. So Bruno Alexander Kreiling, who's actually got his right side of his rib cage taped up due to cracking some ribs quite early on. I had a chat with him earlier on this weekend, and he said, yeah, went to see the doctors, and he's got a lot of blue tape on the right-hand side of his rib cage. So Bruno Kreiling, who jumped in the commentary box with me back at Cheb, trying to make some moves up the order. Might be in some discomfort, but the adrenaline will push him through this. Aber nach dem zweiten Runde von 11 richtig hartes Dreikampf am Spitze. Jetzt kommt das Angriff von Keserovic. Er ist vorbei an Nies und jetzt nebeneinander für ein kleines Moment zwischen der Henry Möhring und der Edin Keserovic. Die kämpfen hart über Platz 2.
hinter der Carlos Nies. Aber gibt es jetzt jemand anders am Spitze? Durch Nutkurve kommt das ganze Feld. Und jetzt ist der Keserovic am vorne. Vorteil knapp in die Nähe von 3 Zehntel, 1 Sekunde zwischen ihm und der Carlos Nies auf Platz 2. Milan Rossi, Dritte, Sebastian Brandt und der Maxim Bobryschow sind jetzt vorne von Henry Möhring. Jetzt haben wir gelbe Flagge. Das ist ein Spitzkerre, denke ich. Und ich habe schon gesehen, ein Überholmanöver vor dem Move-Curve. Und der Maxim Bobryschow jetzt ist Sechster, weil der Henry Möhring, denke ich, ist jetzt vorbei. Das stimmt bei dem Live-Timing. Und was ich schon gesehen habe, Start und Ziel. Julian Dimmer jetzt Siebter, vorne von Bruno Alexander Kreiling. Pech für Peter Mikes aus Tschetschen und der 212, Jonathan Miles. Sie sind jetzt am ganz Hintergrund im Feld. Aber es ist wirklich eng am Spitze zwischen der Keserovic und der Nies. Für Platz 1 und 2. Milan Rossi jetzt Dritter. Sebastian Brandt jetzt Vierter. Schnellste Rundezeit im Moment ist in die Hände von Carlos Nies. Jetzt der Henry Möhring auf Platz 5. Der ist eine Sekunde hinter Edin Keserovic. Leider ist das Rennen vorbei nach 3 Runden und jetzt vorbei am Leikart-Kurve. Beim Nies ist jetzt der Milan Rossi vorbei. Ja, das stimmt. Rossi jetzt Zweiter, Keserovic jetzt Dritter geworden und nochmal Überholmanöver, viel mehr Überholmanövers jetzt passiert. In Richtung Nutkurve. So, jetzt nach 6 Runden. Nies jetzt am Spitze vorne von Rossi. Keserovic, Möhring jetzt Vierter. Jetzt schnellste Rundezeit für den Nummer 214 von der Motorsport. 44,479. So Henry Möhring now puts in the fastest lap of the race, 44.479. He's back up to P4 and he's ahead of Sebastian Brandt for the Arena E team. Recently entered into an agreement with HRT, the Hout Racing team. Of course, we have to say good luck to Arjun Maini this weekend, who was one of our guest starters. He's racing at the Nürburgring this weekend. And of course, David Schumacher, who also decided to make a guest start. He and his wife Vivian we heard the news earlier on this week, so congratulations to David and Vivian, because they're soon to become parents. As Maxim Bobryschow getting his elbows out. Julian Dimmer is going to be there in the mix, and he's going to try and dive up the inside. Beautiful move there by the 226. And that was on, I think, yeah, that was 242 he got past Sebastian Brandt. Now, I had an interesting fact thrown my way, courtesy of Bruno Greiling, and he said that everyone apart from Amelie Hoivers have all switched to Kart Republic chassis. So a big change at the Arena E Saxon Junior team. 3 laps to go, and Carlos Nies lead ahead of Milan Rossi is about a 10.5, and there we see another fastest lap. Henry Möhring now upping the ante to volume number 11, and he's closing in on Edin Keserovic. To the inside he goes at Leikart Kurve, and Möhring is through. Möhring is through back up to P3. 2 laps to go after this one. And Henry Möhring looking to do what he needs in order to have a significant advantage to go into the season finale on the last weekend of September at Wackersdorf with absolutely no pressure on his shoulders. Noch 2 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flagge hier in den ersten Qualifying Heat für OKN Junioren. Und
er bleibt am Spitze des Felds in diesem Moment. Der Carlos Nies, der 222, vorne von Milan Rossi, vorne von Henry Möhring auf Platz 3. Edin Keserovic 4., 5. Maxim Bobrischow und ganz kurz hinter ihm ist der 226. Julian Dümmer, der hat eine starke Leistung in Qualifikation, aber jetzt beim Mudkurver, das war einfach klasse von der Henry Möhring. Vorbei an Milan Rossi. Letzter Runde läuft. Aber kommt nochmal wieder. Ja, da ist der 244 Milan Rossi vorbei im Schwitzker gegen der Edin Keserovic. And Möhring now has got to try and close that gap quickly because laps and quarters are fast running out for the 2:14 from Der Motorsport. Maxim Bobrischow, as you can see, running in the Ricky Flynn Motorsport colours. Aber was kann man sagen? Wir müssen diesen jungen deutschen Pilot gratulieren. Gratulation, Carlos Nies, Sieger bei ersten Qualifying Heats bei OKN Junioren hier in Kerpen. 2. Henry Möhring, 3. von 5. am Start Milan Rossi. Auf Platz 3 vorne von Edin Keserovic und dann der 230 Maxim Bobrischow auf Platz 5. Vorne von Julian Dümmer. Sebastian Pant, great recovery. Matteo Mason from 15th on the grid takes P8 ahead of Sweden's Gustav Christensen, with Emilio Urlas rounding out the top 10. Good work there by the 281, making up 9 positions for the Arena E Saxon Junior team, finishing ahead of Paul Bernhard. Milos Baginski up 11 places. Jonas Pundis up 4 places to finish 13th. Ben Schumacher and Nies Racing's Luca Tafelmeier. Was für eine Rückkehr für den Pilot Nummer 211. 14 Plätze gewonnen über den 11 Runden hier im Kerpen bis zum Platz 15 über Start und Ziel gekommen. Elliot Spangtoff, Pierre Wolf, Patrick Ray Reinhardt, Savas Sotos Francia und Andrei Udrescu. Die letzten paar Piloten in den Top 20. Vorne von Nick Ried, Amelie Heuvers und aus Dänemark der 250 Christian Rasmussen. Unfortunately, a bit of not so much great luck for Bruno Greiling. Finishes a lap down, didn't come through sector 2. Ruvan Maritz out on lap 8. Leonard Uch, lap 6. And retirements also from Alex Häuser, Peter Mikes and Jonathan Meyer. Aber Rennsieger für Qualifying Heat Nummer 1 bei OKN Junioren. Gratulation, Carlos Nies.
motion, sharp little world, full speed devotion. Red tide twitch, front end dips. Correct it with my fingertips. Every corner tries to test. I keep my nerve and beat the rest. Clip that curve, don't lose the line. One clean move and I take mine. Side by side, I won't fold. This small track makes me bold. Card and racing, heart gone wild, no time for pacing. Card and racing,
So we now return trackside here at the F1 in Kerpen in Western Germany as we continue our live stream coverage here on the ADAC Motorsports YouTube channel here from this legendary, iconic karting circuit. We've already had some exciting racing so far over today's proceedings, but we are ready for our first of two qualifying heats for the OKN division, the senior class, and into this penultimate round of the season. Lanari Racing Team's Jakub Kamenik has match point at his disposal. The 114 from the Czech Republic has a lead of 73 points coming into this penultimate round of the season over ADAC Motorsports resident Houdini Ben Goetz, who is currently sitting second in the standings. 1 point ahead of TB Racing Team's number 111, Konstantin Papst. And then also we have the likes of Marius Bonconce for ADAC Motorsport and Lias Ebersdobler from Der Motorsport that are tied on 154 points apiece. If Kamenik leads coming out of Kerpen with a 101 point advantage going into Wackersdorf, the season finale, it will be job done and title taken before the final race weekend of the season. So the 3-minute board is out. So für unsere deutsche Zuschauer hier bei dem YouTube-Livestream auf dem Kanal von ADAC Motorsports führen wir in die Meisterschaftswertung jetzt. In dieser Klasse für OKN ist der Jakub Kamenik aus Tschechien für Lanari Racing Team. Der 114 hat einen Vorsprung über seine Konkurrenz in Form der Ben Goetz von ADAC Motorsport. Er hat einen Vorteil von 73 Punkte nach Anfang. Und für die letzten 2 Runden hat der Jakub Kamenik er ist richtig konstant diese Saison, der Pilot aus Tschechien, mit die Ergebnisse über die ersten 3 Runden diese Saison im DKM 2026. Auf Platz 3 in die Meisterschaftswertung ist der 111 von TB Racing Team Konstantin Papst. Der ist nur 1 Punkt hinter der Ben Goetz und die beiden Piloten auf Rang 4 und 5 in die Meisterschaftswertung vor dieser Klasse. Marius Bonconce, der 127, und Elias Ebersdobler, der 131. Die haben beide den gleichen Punktentotal. 154 zwischen die beiden. So, 1-minute board is out on the starting grid before we get racing. And for OKN, 13 laps of the 1,107-meter circuit here at Kerpen, like we have with KZ2 Cup. The qualifying heat distance for each of the qualifying heats is 14.391 kilometers. 30-second board. 30 Sekunden bis zum Formationsrunde hier in Kerpen für dieses ersten Qualifying Heat beim OKN. ...28 Piloten insgesamt in dieser Klasse bei OKN. Und hier ist die Startaufstellung für Qualifying Heat Nummer 1 für diese Klasse. Auf den Pole Position Len Abbas. Und auf seiner linken Seite startet der Führende in die Meisterschaftswertung, Jakub Kamenik. Auf Reihe Nummer 2 Ben Goetz und Lias Ebersdobler. Reihe Nummer 3 Maxim Becker und Emilio Berndt. Reihe Nummer 4 Marius Bonconce und Maximilian Engelstädter. Auf Nummer 5
Die letzten zwei Piloten in den Top 10, Lennart Frey und Semir Valea. Nikita Gemser und Konstantin Papp startet auf Reihe Nummer 6, vorne von Julius Berthold und Adrian Lawrence. Nicolas Simic und Rick Nadine auf Reihe Nummer 8, vorne von Tom Wickop, Nils Tröger, Sebastian Berger-Morel aus Spanien und auf Platz 20 startet der 109, Jan Schwarze. Charlotte Tiller auf Platz 21 an den Start, vorne von Henry Melchior, Ben Fritz, Linus Koch, Johannes Mussotter, Lionel Hönecker und die letzten zwei Piloten auf die Startaufstellung von Mad Performance aus Irland, der 119, Conor McPoylin und Ramona Hummel auf Nummer 195. Conor McPoylin, the only Irish representative here this weekend in the Mad Performance team, teaming up with Charlotte Tiller in the 123. New livery for the karts this weekend for the crew. And also some new sticker kits, new with their names and national flags on there. But Jakub Kamenik has an opportunity to wrap up the title by the end of play tomorrow afternoon. So 2 of the 5 titles could be decided before even a wheel is turned in free practice at Wackersdorf in the tail end of September. Right, into the tram lines. Start ist freigegeben. Wir sind unterwegs mit diesem ersten Qualifying Heat bei OKN. Und Ben Götz einerseits von Len Abbas am Spitzkehrer. Und jetzt ist der Götz, der Houdini am vorne. Bis zum Leichhardt-Kurve. Schneller links hier. In Richtung Triebskurve. Da bleibt der Len Abbas ganz kurz hinter der Ben Götz. Bis zum Mutkurve. Dann der Schumacher-Schikane. So the Schumacher chicane. Then into the final left-hander. The hairpin that brings us all around to start another 1,107 meters. Ben Götz leads the way. Len Abbas in second. Maxim Becker, Jakub Kamenik and Emilio Bernd round out the top 5. Covered by just under 9.5 tenths of a second. Average speed of around about 54 miles an hour by the race leader after the opening 1.1 kilometers on the track. Jetzt kommt das Angriff wieder in Richtung Götz und ist der Len Abbas jetzt vorbei am Leichhardt-Kurve. Und jetzt ist er 161 von Nies Racing, jetzt wieder am Spitze. Look at the conga line starting to form behind Ben Götz. There's Maxime Becker and a bit of a touch between him and I think, yeah, Jakub Kamenik, I think was trying to get a robust maneuver through on Maxime Becker. Becker in his own right can provide that controlled aggression when required. Aber nach 2 Runden innerseits von Maxime Becker geht der Emilio Bernd jetzt vorbei. Und auch vielleicht, oh, right. Kein Start für der Pilot aus Spanien, der 184. Sebastian Berger-Morel, I think I just saw the Spaniard's kart stricken. On the left-hand side of the circuit, Conor McPoylin has also had a difficult start to this race. There's going to be someone trying to fire it up the inside through Mudkurve in towards the Schumacher chicane. That might be Maximilian Engelstetter in the 106. Nach 3 Runden das Vorsprung, das der Len Abbas hat über Ben Götz und der Jakub Kamenik, der hat jetzt in seiner Tasche den schnellsten Runde dieses Rennen. Oh, kleines Kontakt zwischen den Maxim Becker und vielleicht den Lennart Frey. Auf 136. Nach Spitzkehrer. So a little bit of contact between Lennart Frey and Maxim Becker. Who I think was showing a little bit of frustration. Nochmal wieder ein Angriff, ein Überholmanöver innerseits am Mutkurve. Jetzt könnte vielleicht der Konstantin Paps vorbeigehen an der vielleicht an der Lennart Frey. Aber der Len Abbas bleibt am Spitze nach 4 Runden. Vorteil über 4 Zehntel eine Sekunde gegen Ben Götz.
Jakub Kamenik auf Platz 3. Nochmal der Lennart Frey gegen den Adrian Lorenz habe ich schon gesehen. Der 185 nach links in Leichhardt-Kurve. Konkurrenzfähigkeit hier im DKM ist richtig stark. Und ja, ich denke, leider Pech für Conor McPoylan, der Pilot aus Irland. Und hinter der Carlos Nies, ich denke, dass in der Kopf von Jakub Kamenik, er wollte, er müsste wieder vorbei an der Ben Götz gehen. Und Emilio Berndt ist richtig, hat starke Leistung auf der Nummer 150. Er bleibt jetzt auf Platz 4. Dann gibt es knappe Linie von 1,2 Sekunden zwischen Berndt und Ebersdobler auf Platz 5. In die Nähe von 1,2 Sekunden. Maxim Becker letztes Mal, letzte Runde war schnellster. 44,401. Ja, leider Pech. Und jetzt vorbei geht der Jakub Kamenik vorbei am Spitzkehrer innerseits. Ben Götz. Jetzt ist der Pilot aus Tschetschen auf Platz 2. Erste Runde jetzt beim Konstantin Paps auf Platz 8. Ja, 111 mit einer Rundezeit von 44,350. So Konstantin Paps, the number 111, now up into P8, fastest lap of the race, 44.350. These laps are quickly going by as we are past half distance. 6 to go. Len Abbas continues to lead and has opened up the taps a little bit. He's gotten away slightly from Jakub Kamenik, and the gap is nearly 0.4 of a second. Ben Götz, P3, and he's being hustled along by Emilio Berndt in the 150. Berndt to the inside at Leichhardt-Kurve and gets through. Millimeters between front and rear bumper, and that was a beautifully timed inside overtake at Leichhardt-Kurve by Emilio Berndt. Jetzt schnellste Runde in die Tasche für Marius Bonkonsey, der Nummer 127, 44,258. Und er ist halbe Sekunde hinter der Lias Ebersdobler, der 131. And Konstantin Paps now takes the fastest lap of the race. 44.124 by the driver from TB Racing Team. He's trying to close that gap to Maxime Becker. Becker in turn trying to close on into Marius Bonkonsey, who is 4/10 behind Lias Ebersdobler. So believe you me, ladies and gentlemen, the conga line here in OKN is forming. But at the moment, it seems to be from Ebersdobler backwards. So it looks like there has been drama. Maximilian Engelstetter is out of the race. The 106 from Germany for DKM Motorsports, 16th in the standings. His race comes to an end on lap 8. Meantime, Maxime Becker, oh dear, Maxime Becker has dropped. Maxime Becker, I think, might be out of this race. And that is not going to go well for the 155. Coming into this round of the season, 6th at the minute, had a weekend to forget back at Amping in the middle part of July during the big heat wave that we've had sweeping over not just continental Europe, but by nearby nations, including the island, the United Kingdom. And Maxime Becker, I think, yeah, Sector 2, doesn't look like the 155 has come out of there, and that could be a technical drama. But meantime, Jakub Kamenik to the inside of Len Abbas. The Czech Republic driver is through, and now it's musical chairs with this and 2 to go. Und ein starkes Manöver von der Len Abbas, vorne von Emilio Berndt. Er versucht, dass der Berndt nicht vorbeikommen würde, aber kann alles passieren hier in Motorsport.
Aber nochmal 2 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flagge. Jakub Kamenik continues to lead with 2 to go. And here is Emilio Bern looking for a possible move on Len Abbas, who defends going into turn 1 at Spitzkirche. Ben Gertz, can Houdini pull the magic trick out of the hat? Well, it's not going to be the case. Is that going to be the case into Leichhardt Curve? Well, he's got through because Len Abbas had to give room for Emilio Bern, who's got through to P2. And this has allowed Der Motorsports, Lias Ebersdobler, to close on in, but that has allowed Kamenik to canter away into the distance. Nach Mutkurve bis zum Schumacher-Schikane. Und jetzt für den Pilot aus Tschetschen. Letzte Runde läuft für Jakub Kamenik. Vorsprung zwischen ihn und der Emilio Berndt in die Nähe von 1 Sekunde nach 12 Runden hier in Kerpen. That's exactly what Jakub Kamenik needed. Berndt to start battling with Gertz and Abbas, and Berndt has ended up with the longer straw in the straw pulling game. But Jakub Kamenik getting off his weekend that could decide his fate in the 2026 DKM season off to the right start possible. Nach Mutkurve kommt Schumacher-Schikane und jetzt, nach dem letzten Kurve, schwarz-weiß karierte Flagge für Rennsieger Jakub Kamenik aus Tschetschen nach 13 Runden. Vorne von Emilio Bern, Ben Gertz auf Platz 3. Len Abbas 4. Lias Ebersdobler 5. Vorne von Marius Bonconce, Konstantin Papst, Lennart Frey, Nikita Genze auf Platz 9. Und auf Platz 10 mit den schnellsten Runde seit dieses Rennens Semir Valea. 43,945 für der 107. Vorne von Tom Wikop, Adrian Lorenz, Niklas Simic, Julius Berthold und Jan Schwarzer auf Platz 15. Ben Fritz, Henry Melchior, Linus Tröger, Charlotte Tiller, Linus Koch, Lionel Hönecke, Ramona Hummel und auf Platz 23 Johannes Mussotter. Den ersten 23 Piloten ist über Start und Ziel und hat das schwarz-weiß karierte Flagge endlich gesehen. Auf Runde Nummer 9 Pech für Maximilian Becker, Runde Nummer 8 für Maximilian Engelstädter, Rick Nadin und Conor McPoylan, auch Pech für den Luxemburger und der Pilot aus Irland und auch Pech für ein Non-Start bei der 184 aus Spanien. Sebastian Vergo-Morel, but Jakub Kamenik wins OKN qualifying Heat 1. Can he continue that later on today? Wir haben hier am Red Bull Ring mit dem DTM-Fahrerlager am Montag begonnen. Haben wir die ersten Striche ins Fahrerlager eingeklebt. Dann kommen nach und nach die verschiedenen Gewerke, wie die Porsche Hospitality oder auch unsere DTM Hospitality, die dann am Dienstagmorgen hier angefangen haben aufzubauen. Wahnsinnige Atmosphäre, ich bin total happy, das Wochenende hier gewesen zu sein. Wir haben eine unzählige
Vielfalt an Berufen und wir sind natürlich auch total daran interessiert, dass gerade die jungen Leute zu uns kommen. Also ich würde sagen, es ist für jeden was dabei. Es ist immer ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man die Leute wieder auf die Straße bekommt. Aber eben auch als Veranstalter vom Motorsport finde ich es wahnsinnig toll. Wir machen das ja auch, weil wir gerne irgendwas mit Motoren machen. Außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die DTM in über 200 Territorien live oder real life zu sehen. Herzlich willkommen aus der kompletten Damen German Airways Richtung Nürburgring. Heiße ich Sie aufs Herzliche willkommen. Man kommt hier sehr, sehr nah an die Teams, man kann in die Garagen reingucken. Also es ist wirklich alles da und ich glaube, es ist einfach eine super Atmosphäre hier. Scattering everywhere. A little bit of contact. They run absolutely neck and neck. As always, GT4 Germany entertaining right there. Let's go racing! Good opportunity to try and make up some places, but there's a lot of battling going on. Takes the victory there, first win in the ADAC GT Masters. Wir bewegen Deutschland. 22,6 Millionen Mitglieder. Wir kümmern uns um sie. Mehr als 3,6 Millionen Einsätze jährlich. Wir sind immer an ihrer Seite. In der Luft. Auf der Straße. Und auf der Rennstrecke. Und jetzt geht sie los, die Saison! Motorsport vom Allerfeinsten. Wir sind bei euch. The season is about to roar into life. Wo immer ihr seid. Von Anfang an. Bis Träume wahr werden.
The grid is very interesting. Was für eine Show. Radio check 1, 2. 2700 Motorsport-Events. 150.000 Teilnehmer. 2 Millionen Zuschauer. There is a massive crowd. Rad an Rad. Mehr geht nicht. Und hinter all dem Checking flag is out. Well done. Weltklasse. stehen 4 Buchstaben. Well, there you see the drone shots of the famed F-Land ring here in the Nordrhein-Westfalen region here in Western Germany for round 4 of the 2026 Deutsche Kart-Meisterschaft season. And what a season it's been so far. Over the course of the day, you've seen the highlights from our season opener back in Saxony at Arena E in Mulsen. Our first trip over to the Czech Republic to Kart Arena Chev, another new premiere for the championship, following in the footsteps of Marienborg in southern Belgium early last year. And then just a few weeks ago, we headed to Kartbahn Ampfing for the midpoint of the championship season. But here at Kerpen, it signals the push towards the road to DTM. And with this circuit having been a folklore part of the historic pantheon of karting in this motorsport loving nation, where autobahns are de-restricted at points where you can go over the speed limit significantly quicker than you would say where I'm normally from in the United Kingdom. And it's quite a breath of fresh air from my perspective, because that was one of the first things I was doing as soon as I got off at the airport at Düsseldorf not that long ago, earlier on this week. But this track, 1,107 meters. It is technical, it is fast flowing, and you have got really no real room to breathe. It does reward the bravest of the brazen, as we've already seen over the previous 5 races out of the qualifying heats here on Saturday afternoon. We still have more spectacular racing in the offing. 2 of the 5 titles could be decided by the end of play tomorrow, and you can watch all the action live here on the ADAC Motorsports YouTube channel, live and direct from the circuit. But we are just a few minutes away from getting underway with the top tier class here in the DKM, as very soon it will be time for our KZ2 drivers to head out on track for their first of 2 qualifying heats here today in Western Germany.
that rubber peel. Realize that I hold my breath. One blink more than go for that. Slam that pedal, let it bite. I live for the first turn fight. Clip that curve, don't lose the line. One clean move and I take mine. Side by side, I won't fold. This small track makes me bold. Car and racing, car and racing. Heart gone wild, no time for pacing. Car and racing, car and racing. Hold that line, I'm still chasing. Turn by turn, I come alive. One more lap, I gotta drive. Mud on the visor, sweat on my cheek. So we head to the top tier class in the Deutsche Kart-Meisterschaft at this point for what is going to be race 6 of the 14 races today, as we are just about 4 minutes off of getting things underway with the KZ2 opening qualifying heat. The race distance will be 14 laps as the 3-minute board goes out. Nearly 15.5 kilometers race distance. At the moment, coming into this penultimate round of the season, Emilian Denner, European and world champion in his own right, who's picked up a European crown earlier on this season, is leading the way on 236 points, but has yet to win a final this season. Didn't have the greatest final back at Mulsanne at the season opener, but came back fighting and topped the standings in terms of the qualifying heats and the super heats back at Cheb and at Amfing, and finished second in both respective finals. Dion van Verven, the 54 from the Netherlands, is second in the standings on 199 points. Daniel Stel, one of respective drivers that has won a final this season, there being 3 of them. Daniel Stel, the man from the Kartshot Amfing team, who has recently extended his association with the crew. And the number 5 is just 3 points behind the Dutchman who is in front of him in the standings. And then it is the second of multiple Formula K SRP factory team drivers that are in the mix, that still will hopefully have an opportunity to battle for the title that over the last 2 years saw Italy's Danilo Albanese take the crown last year, and the year before Marcus Kayak, who did make an appearance at Mulsanne, but he's been racing Porsches quite recently. So we wish Marcus all the very best, and hopefully he does make a reappearance at some time in the not too distant future back on the DKM grid. Of course, the back-to-back Road to DTM trophy winner over the past 2 years. So the 1-minute board goes up. Rounding out the top 4 in the standings, Matej Prois, winner at the final at Amfing back in July last month, and Marek Skrivan for TB Racing Team. They're on 191 and 189 points apiece. So at this point, you would say that the top 5 could be looking very, very good going to the season finale in late September, which will be at the Pro Kart Raceland Circuit in Wackersdorf in Bavaria from the 25th to the 27th of September. And you'll be able to catch all the action live here on the ADAC Motorsports YouTube channel. So as with KZ2 Cup, it will be a standing start, so they will need to be pushed off of their starting grid positions. But it should be an interesting one with 15 drivers representing Germany, the Czech Republic, the Netherlands, France, Sweden, and Lithuania. Right, let's take you through the starting grid of qualifying Heat 1 for KZ2. It is Daniel Stel on pole position in the number 5. He'll be joined by Marek Skrivan, winner of the second final at Cheb earlier on this year in May on home soil in the number 58.
So that'll be your front row. Senna van Valstein returns to action, and he'll be on the inside of row 2, joined by the 42 of AT Motorsports, Maximilian Schleimer, with Emilian Denner and Robert Kinderwarter, and all factory Formula K row number 3. Tommy van der Stroys for MP Kart Racing will be joined by Arthur Lehouk from DAC Motorsport. Matej Proys and CS Competitions Dion van Verven round out the top 10. Matti van den Broek in the 76, Norton Andreasen in the 96, Jeffrey Fixer in the number 69 Mach 1 Motorsport kart will be joined by Simon Billman from Sweden in the Solgat Motorsport number 9. Paska Racing's Lithuanian hotshot Vikras Jursa in the number 11 kart rounds out the 15-strong grid. Total grid around about the 143 driver mark from 19 different nationalities here this weekend in Western Germany. As we have already seen today, tension is high, anticipation is palpable. And adrenaline, you can probably cut through that like a hot knife through cold butter at the breakfast buffet in the morning at your hotel. But when you look at who we've got on this grid this weekend, my heartbeat has just peaked through the roof. Might need the defibrillator on standby. So the last few drivers line up into position ahead of 14 laps of this 1.107 kilometer circuit. Green flag waves at the back. Drivers instructed to look at the lights, and here we go. It's the start phase when all 4 lights are out. We are racing. Good start by Merrick Scriven to get through on Daniel Stell on the whole shot. And looks like Schleimer's trying to go to the outside into Spitzkehrer for the first time. Van Valstein's keeping his wheel tracks behind Daniel Stell. A little bit of wrestling with the steering wheel by the drivers at the front end of the field as we head into Leichardt cover for the first time. Here on lap 1 out of 14. Dion van Verven, I think he's got through on Matej Proys. Someone's kicked up the dirt coming through into the Lange Links at turn 6. Nevertheless, Marek Scrivan is leading the way. Daniel Stell, oh, what a mistake there. Now, was there a little possible slight touch? Because that is going to be Maximilian Schleimer that is going to bring us across the line to complete the opening lap as the race leader. So Schleimer up from 4th to 1st. Scrivan, Stell, Van Valstein in 4th. Denner now 5th. Kinderwarter behind him. As Van Valstein trying to go wheel to wheel with Daniel Stell, and there's contact between the pair. Right front to left rear. The German goes sideways. And Senna Van Valstein in the number 44 is now through for P3 on the Sodi kart. Long-time Sodi exponent is Van Valstein. He's been a driver coach over the years, but he is still very much race ready. But at the moment, Schleimer leads the way, Scriven in P2. Van Valstein up to 3rd. Daniel Stell now 4th. Denner just keeping his eye on proceedings in front of him. Very shrewd strategy from the man from France. And he's got Kinderwarter right behind him on his gearbox. Van Verven now quickest out of anybody. 43.186 for the man from the Netherlands in the 54. I wonder that he's run actually because he's only been in karting for 4 years. I still remember when he started as a junior in karting and then ended up, oh, and there's a big moment there. Van Valstein over the back bumper of Stell, and Denner had to go quickly on the avoidance, and Van Valstein was lucky, very lucky indeed. He didn't get caught up too badly in that, but Denner's got through for 4th position.
And now Van Valstein on the offensive against Denner. Stell's trying to get away from them. Van Valstein up the inside of Schmitzkehrer, gets through. Oh, and Kinderwarter has to go exit stage right, get right hand down on the steering through Schmitzkehrer, and he was lucky he didn't get caught up in any dramas there. Meantime, Schleimer and Scrivan, they've got their own battle as they're going to be coming up the hill through into Mutkurva very, very shortly after they come out of turn 8 at Trips. Through Mutkurva, now into the Schumacher chicane. The man from Germany leading the field and has done so over the past what is now going to be 4 laps. He got the advantage early. But as I said, this is a very, very difficult circuit to overtake. And with an average speed of over 91 kilometres an hour, so far over the race distance of nearly 4.5 kilometres, the number 42, Maximilian Schleimer, doing a very good job keeping Marek Scriven at bay for that race lead. Stell holding on to third ahead of Van Valstein. Denner P5. Kinderwarter. Tommy van der Stroys, the youngster who just and there was a drive there from, I think that was Arthur Lehouk on Tommy van der Stroys. Van der Stroys recently took part in an MP Motorsport Formula 4 test as Dion van Verven, trying to see if he can make a move on Arthur Lehouk from France. And I think, well, Matej Proyz is also stuck piggy in the middle of all of that battling. As now the conga line starts, as we have completed lap 5 on lap 6 out of 14, and Schleimer still leading the way. Oh my good. Simon Billman, I think, was trying to look for a move up the inside of Matej Proyz there from the Czech Republic. But still, plenty of race distance left to go, and don't count anybody out in that, because look at this. Up the inside through Mutkurva, Daniel Stell gets passed by Senna van Valstein from the Netherlands for the Sony Kart outfit. Van Valstein gets through. 0.8 of a second is the gap he needs to close to race leader Maximilian Schleimer. Kipos Yersa a little bit further back down the order, currently running in P15 out of 15. 6.2 seconds off of the race leader. Right, yellow flags down at the bottom part of the circuit, I think possibly at Schmitzkehrer. So that is not going to help. That's not going to bode well for one of our drivers. If they have hit trouble. I'm wondering if that might have been Matej Proyz, possibly. But in the meantime, everything is carrying on at the front end of the field. Van Valstein now starting to up the ante, up the tempo. He's the fastest driver out there. Did a 42.399. Daniel Stell just came through the fastest final sector of anybody in this race so far. As Scrivan will now see bright orange, black and white if he looks over his left or right shoulder, and will see the number 44 on the Nassau panel behind him. So we are nearing half distance, and look at how close. It's not just first and second, it's up to P6. Van der Stroys might be able to close a little bit of a gap between him and Germany's Robert Kinderwarter on the number 10 Formula K. There are some slight spots of water hitting the commentary box window that I can see out of to my immediate left-hand side. But at this moment, the circuit is, from what I can see, absolutely bone-stock dry. But if these weather conditions do change, well, slick tyres, when you add water to the mix, get cold very, very quickly indeed. But the top 4 last time round covered by just over 0.6 of a second, 0.8 if you include Denner. Here comes Van Valstein again, and he just got through with millimetre precision at Mutkurva on Marek Scriven. Now the fight begins. And now it's time to do some hunting if your name is Senna van Valstein from the Netherlands. Scrivan goes defensive into Schmitzkehrer at turn 2 on Daniel Stell. So unfortunately we do have a retirement. It is Matej Proyz in the number 6. And it is a real shame for the Czech Republic driver, but it's now 6 at the front. Schleimer still leads. We're about to complete lap 10 out of 14. And I think the dogfight might increase in intensity very, very shortly indeed, because the lead he had
over Van Valstein last time round was nearly 4 tenths. It's nigh on being halved by the Flying Dutchman in second position. Now they will be heading out very shortly to Leichhardt cover here through at turn 4. And at the moment, Schleimer still holding on. Van Valstein has got the fire lit in the belly as they're going through into the Lange Links at turn 6 before Tripskurve at turn 8 before the run up the hill through into Mudkurve. The fast left-hander where it seems to be the sweet spot for Senna Van Valstein in terms of overtaking. But Scrivan gets very close to the number 44's rear bumper into the final corner. 3 to go. Schleimer doing a great job controlling the pace, and here comes Scrivan to the inside. Oh, 2 wheels into the air as Scrivan bumps into the right-hand side of Senna Van Valstein, and that allows Kartshot Amfing's Daniel Stell in the number 5 to now go back up into second position on the Birrell Arts. And Van Valstein is now dropped behind Scrivan. He's also dropped behind Emilian Denner, who's now in 4th position. And Denner will want to have a points advantage that he can comfortably control going into the season finale at Wackersdorf. But 2 to go. Schleimer now starting to pull a little bit of a lead. It was over 0.23 over Van Valstein. It's now over 4 tenths between him and Daniel Stell. Fastest lap of the race, a 42.399 by Senna Van Valstein. That was a few laps ago, let's not forget, because his last lap was a 43.5. Maximilian Schleimer doing a very, very good job on the Tony kart up front and holding on to that race lead. Next time round, as they head up through Tripskurve at turn 8, up through Mudkurve before we hit the Schumacher chicane. Maximilian Schleimer doing a great job, but he's got one more lap to hold on. Can Daniel Stell bring something magical to the piece that is this party here at Kerpen? Into Spitzkehrer for the final time, and at that point, no opportunity there for Daniel Stell. Seems like at Leichhardt cover here at turn 4, we do have quite a few overtakes happening, but at this point, no room in the in there for Daniel Stell in second position. Valgeschlange now into Lange Links, and then it's going to be through into Trips Corner at turn 8, through into Mudkurve for the final time, and what a way to start off a race in Western Germany, a race weekend. Maximilian Schleimer is going to take the checkered, and what a finish. 2 tenths is the winning margin. So gratulation, Maximilian Schleimer, race winner with an average speed of just under 93 kilometers an hour over 15.5 kilometers of racing. 14 laps in the books. Schleimer takes the win ahead of Daniel Stell. Marek Scrivan in P3. Emilian Denner and Senna Van Valstein round out the top 5, covered by just over 8.3 tenths of a second. 6, Robert Kinderwater ahead of Tommy van der Stroys from the Netherlands. Dion van Verven started a little bit further down. Made up 2 places to finish P8 ahead of Arthur Lehouk from Deutsche Motorsports. And TB Racing Team's Norton Andreasen in the 96 rounds out the top 10. Simon Billman, Matti Vandenbroek, Jeffrey Fixer, and Kipras Jusse from Paska Racing representing Lithuania rounds out the 14 finishers. But unfortunately for Matej Proys in the number 6 kart for the factory team for Formula K SRP, the Czech Republic's driver race came to an abrupt end on lap 7. But Schleimer wins here in KZ2 qualifying heat number 1. Wir haben hier am Red Bull Ring mit dem DTM-Fahrerlager am Montag begonnen. Haben wir die ersten Striche ins Fahrerlager eingeklebt. Dann kommen nach und nach die verschiedenen Gewerke, wie die Porsche Hospitality oder auch unsere DTM Hospitality, die dann am Dienstagmorgen hier angefangen haben aufzubauen.
domination in this racetrack. So Congratulations, Lucky. Wahnsinnige Atmosphäre, ich bin total happy, das Wochenende hier gewesen zu sein. domination in this racetrack. So Wir haben eine unzählige Vielfalt an Berufen und wir sind natürlich auch total daran interessiert, dass gerade die jungen Leute zu uns kommen. Also ich würde sagen, es ist für jeden was dabei. Es ist immer ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man die Leute wieder auf die Straße bekommt. Aber eben auch als Veranstalter vom Motorsport finde ich es wahnsinnig toll. Wir machen das ja auch, weil wir gerne irgendwas mit Motoren machen. Außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die DTM in über 200 Territorien live oder real life zu sehen. herzlich willkommen aus dem kompletten Damen German Airways Richtung Nürburgring. Heiße ich Sie auch herzlich willkommen. Man kommt hier sehr, sehr nah an die Teams, man kann in die Garagen reingucken. Also es ist wirklich alles da und ich glaube, es ist einfach eine super Atmosphäre hier. Sharp little world, full speed devotion. Red tie twitch, front end dips. Correct it with my fingertips. Every corner tries to test. I keep my nerve and beat the rest. Clip that curve, don't lose the line. One clean move and I take mine. Side by side, I won't fold. This small track makes me bold. Kart and racing, heart gone wild, no time for pacing. Kart and racing. Hold that line, I'm still chasing. Turn by turn. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zurück hier bei dem Erftlandring hier in Kerpen. Und nach den zwei ersten Qualifying Heats bei KC2 Cup, wir haben zwei Rennsieger beim Qualifying Heat Nummer 1, der 407, Emmanuel May, hat das Rennen gewonnen und auch in Qualifying Heat Nummer 2, der Rennsieger war der Führende in die Meisterschaftswertung, der Nummer 485. Der Junge aus Deutschland, Oliver Stettler, der hat auch dieses Rennwochenende den Pole Position Award bei 32.5 heute Morgen gewonnen. Aber wir sind bereit für nochmal
Spannendes Rennaktion auf dieses legendäre Kartstrecke hier in Kerpen in Westdeutschland für Runde Nummer 4, Saison 2026 bei der Deutsche Kart-Meisterschaft. Die letzte Veranstaltung diese Saison. Wir müssen bis zum letztes Wochenende September erwarten, auf 25. bis 27. September in Pro-Kart Raceland Circuit in Wackersdorf. So 2 different winners from KZ2 Cup so far. Qualifying heat 1 won by the 407 of Emmanuel May, and Oliver Stedler took the win in qualifying heat number 2. Aber jetzt kommt die Startaufstellung für KZ2 Cup Qualifying Heat Nummer 3. Auf der Pole Position, es ist Gruppe B und D in dieses Rennen. Marc Gessenkorn startet auf Pole. Und auf seiner linken Seite Nico Bogner. Zweiter Reihe Emmanuel May und Nick Boimers. Dirk van Siftout und Karl Ludhardt startet auf Reihe Nummer 3. Reihe Nummer 4 startet der Luca Prima aus Holland und von Deutschland Louis Esser. Kevin Wagner und der Pilot aus Bulgarien, Ilyan Jankov, 412, startet auf 9. und 10. Platz respektiv. Quinton van Leuven und Oskar Steinbach startet auf Reihe Nummer 6. Vorne von Jason Deugerstein, Henrikas Kleppikas, Dino Kalkun, Erik Müller, Max Hesel, Moritz Schenk, Paulius Paskevicius, Joachim Molema, Karl Liesmer, Christopher Sachse und Kevin Rosenberg. Auf der 491 aus Schweden. So once again for KZ2 Cup, it is going to be another 13 laps of the 1,107 meter circuit here at Kerpen. Air temperature is just over, well, it's around 33 degrees. And a wind to the southeast of around 6 kilometers an hour. As the drivers now getting their tyres up to temperature. Gessenkorn and Bognar now into their grid slots on the start of the starting grid here at Kerpen. Wir warten auf die letzten paar Piloten am Hintergrund dieses Startfeld. Grüne Flagge von hinten. Und jetzt, wir warten auf dem Starten auf den 4 rote Lichter. Und jetzt gleich geht's los. Start ist freigegeben. Neck und Neck zwischen die beiden Piloten am ersten Reihe. Und vielleicht innerseits kommt ein Angriff. Aber Gessenkorn ist vorne von Nico Bogner. Im ganzen Feld ist durch den Spitzkehr auf Kurve Nummer 2 gekommen, jetzt bis zum Leichhardt-Kurve und Kurve 4. Und vielleicht, wir haben schon gesehen, dass beim ersten Rennen für KZ2 Cup Frühstartbestrafung für der Nummer 464 aus der Schweiz, Marc Gessenkorn. Aber er ist am Spitze nach der ersten Runde von 13. Vorteil über Bognar 0,176 Sekunden. Nochmal ein Versuch bei der Bognar gegen der Gessenkorn. Emmanuel May ist ganz kurz hinter die beiden. Aber der Gessenkorn versucht, das Vorsprung über der Bognar zu verlängern. Jetzt bis zum
Schneller links am Mutkurve, bevor den Schumacher Schikane. Und dann am Fahrerlagerkurve, das heißt auf Englisch Paddock Corner. Aber den Vorteil, dass nach 2 Runden, dass der Gaston jetzt hat, vorne von Bogner. Und auch ist der Emmanuel May, denke ich, jetzt vorbei für Platz 2. Yes, das stimmt, das hat passiert. So, Emmanuel May jetzt auf Platz 2 gegen, nach dem Überholmanöver innerseits am Kurve Nummer 2 an Schwitzkercher gegen den Nico Bogner. Aber das kann der Pilot aus der Schweiz helfen. Aber jetzt Bogner außerseits am Mutkurve versuchen, der Emmanuel May zu überholen. Starkes Versuch, aber leider hat es für der 413 nicht richtig geklappt. Karl Luthardt jetzt ist auf Platz 4, startet auf Platz 6 beim Startaufstellung. Aber was für ein Vorsprung, dass der Marc Gestenkorn, der am Start dieses Wochenende nur 8 Punkte hinter der Führende in die Meisterschaftswertung, der Oliver Stettler, der 485. Nach 3 Runden in Mülsen, Cheb und letztes Mal in Ampfing. Und jetzt ist der Bogner richtig kurz hinter den Heckspoiler von der Nico Bogner. Schnellste Runde seit beide von Emmanuel May. Der Emmanuel May hat jetzt die schnellste Runde seit dieses Rennen in die Tasche. 43,176. Aber alle 23 Piloten sind auf die Strecke, Gott sei Dank. Keine richtige Probleme. Aber jetzt, wenn ich das gesagt habe, kommt ein kleines Unfall. Kleines bisschen Kontakt. Vielleicht am Mittelfeld. Aber die Leistung, dass der Marc Gestenkorn aus der Schweiz jetzt hat, ist stark, aber Verbesserung Runde seit bei Emmanuel May. Schnellste Runde seit bei der Pilot auf Platz 3, der Nico Bogner, der 413. Schnellste Runde seit dieses Rennen nach 5 Runden von 13. Runde Zeit von 42,898. Luthardt Platz 4. Primers Platz 5. Vorne von Prima, Jankov, Esser, Klepikas und Van Stifthout jetzt auf 10. Aber ich denke, dass es gibt ein indirekt Zusammenarbeit zwischen Bogner und May. Und jetzt Bogner, spät gebremst, geht gerade in Spitzkercher und dann sagte Emmanuel May, hey, vielen lieben Dank dafür. Das kann passieren. Wenn man spät auf die Bremse steht, dann kann man richtig geradeaus gehen. Und wenn das passiert, hey, das ist nur ein Fehler, das kann passieren hier im Motorsport. Aber vielleicht für der Nico Bogner. Okay, technisches schwarze Flagge für Nummer 400. Für eine der Piloten, ja, Jason Doverstein aus Holland, 474. Schwarz, technische Flagge. Über Start und Ziel habe ich schon gesehen. Ich denke, dass der Doverstein ist direkt in die Boxengasse gegangen. Aber der Gestenkorn bleibt am Spitze des Felds. So, wir haben von 13 Runden 5 bis zum schwarz-weiß karierte Flagge. 5 laps to go until the checkered flag in this third of 6 KZ2 Cup heats here this weekend at Kerpen. Marc Gestenkorn continues to lead. Polius Paskevicius has tumbled. And that was through sector 3. So, right, another black, that's another mechanical black flag. And it looks like, I think it's 410. Christopher Zaxon might be the one that might be at the behest of it.
So drivers are having to watch themselves. Aber den Zweikampf geht weiter so mit Emanuel May auf Platz 2 und der Nico Bogner auf Platz 3. Und der Bogner wirklich versucht, den Switchback vielleicht nochmal wieder Angriff. Den schneller links in Kurve 3, vielleicht jetzt bei Leikart Kurve an Kurve 4, wo Runde 13 leider nicht vorbei ist. Aber er wartet auf seine Chance. Vielleicht kann das passieren bis zum nächsten Versuch, bis zum Spitzkehrer nach dem Start und Ziel. Und Emanuel May, well, Emanuel May is defending very, very sternly indeed, not giving Nico Bogner an opportunity. 3 laps to go. And at this point, can Bogner dive to the inside? Well, he thought of it. Emanuel May had the pace to keep the kart round the outside and neatly get onto the apex and the racing line. But that is allowing the likes of Karl Ludhardt and Nick Poimers to start closing on in. But Mark Gestenkorn is up the road by 1.2 seconds. I think at one point it was really 1.5. Aber noch mal 2 Runden bis zum Ende dieses Rennens hier bei Qualifying Heat Nummer 3, KC2 Cup. Gestenkorn bleibt am Spitze, vorne von Emanuel May. Vorteil ist jetzt eine Sekunde zwischen den beiden Piloten am Platz 1 und 2 respektiv. Bogner, 3., Ludhardt 4., Poimers 5., Ilian Jankov jetzt von 10. bis zum 6. in dieses Rennen. Hat im Moment 4 Plätze gewonnen. But the thing is, Nico Bogner, can he time an opportunistic move through on Emanuel May to steal second in the dying moments of this race? And Mutkovic gets a good run into the Schumacher chicane. Aber jetzt, letzte Runde läuft, weil der Pilot von Mach 1 Motorsport, der 464 aus der Schweiz, Mark Gestenkorn, durch Spitzkehrer für die letztes Mal auf die 13. und letzte Runde dieses Rennen. Jetzt Leikart-Kurve Nummer 4. Dann bis zum lange links an Kurve Nummer 6. Now through into Tripp's corner at turn 8. Up the hill for the final time. Kann Nico Bogner an der Emanuel May an diesen letzten Kurve bis zum Start und Ziel vorbeigehen. Aber Rennsieger dieses Mal, Mark Gestenkorn, Gratulation, 2. Emanuel May, Nico Bogner auf Platz 3, vorne von der Karl Ludhardt, Nick Poimers auf Platz 5, vorne von Ilian Jankov aus Bulgarien, Luca Prima, Dirk van Siftout, Louis Esser und Kevin Wagner, den 444 auf Platz 10. Vorne von Oskar Steinbach, Henrika Sklepikas, Dino Kalkum, Max Hesel. Und auf Platz 15 über Start und Ziel gekommen ist der Müller Nummer 452. Maurice Schenk, Karl Liesmer, Kevin Rosenbeck, Jori Molema und Paulius Paskevicius aus Lituanien. Das ist euer Top 20. Pech für Quincy van Leuven an Runde Nummer 10 und auch Runde Nummer 9 für der Däner Christopher Sachse. Und technisches Pech für Jason Dovestein aus Holland auf Runde Nummer 7. Aber nochmal ein Rennsieger hier in KC2 Cup. Gratulation, Mark Gestenkorn.
Wir haben hier am Red Bull Ring mit dem DTM-Fahrerlager am Montag begonnen. Haben wir die ersten Striche ins Fahrerlager eingeklebt. Dann kommen nach und nach die verschiedenen Gewerke, wie die Porsche Hospitality oder auch unsere DTM Hospitality, die dann am Dienstagmorgen hier angefangen haben aufzubauen. Wahnsinnige Atmosphäre, ich bin total happy, das Wochenende hier gewesen zu sein. Wir haben eine unzählige Vielfalt an Berufen und wir sind natürlich auch total daran interessiert, dass gerade die jungen Leute zu uns kommen. Also ich würde sagen, es ist für jeden was dabei. Es ist immer ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man die Leute wieder auf die Straße bekommt. Aber eben auch als Veranstalter vom Motorsport finde ich es wahnsinnig toll. Wir machen das ja auch, weil wir gerne irgendwas mit Motoren machen. Außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die DTM in über 200 Territorien live oder real life zu sehen. Herzlich willkommen aus der kompletten Damen German Airways Richtung Nürburgring. Heiße ich Sie auf herzlich willkommen. Man kommt hier sehr, sehr nah an die Teams, man kann in die Garagen reingucken. Also es ist wirklich alles da und ich glaube, es ist einfach eine super Atmosphäre hier.
So, ladies and gentlemen, we are halfway through qualifying heats race afternoon here on day one of round 4 of the 2026 Deutsche Kart-Meisterschaft season here at the famed Kerpen circuit in Western Germany. And so far on the KZ2 Cup side of things, it has been 3 different winners from 3 different heats so far. Could that trend possibly continue? Well, if your name is Oliver Stettler, you do not want that to happen. You want to get a pretty good score on the board. Now, bearing in mind, we have 4 groups in KZ2, so A to D. Each driver is competing in 3 out of the 6 qualifying heats. Now, bearing in mind that groups A and B will be battling together, as well as C and D in the final 2 races of today's program. KZ2 Cup. Heat 5 due to start at 6:05 local time, and then 6:30 for the final heat of, well, final qualifying heat of this round of the season. Let's not forget that the final round of the championship heads to Bavaria and the famed Pro Kart Raceland circuit in Wackersdorf, 25th to the 27th of September. Und soweit durch den ersten 3 Qualifying Heats bei KZ2 Cup hier in Kerpen. 3 Rennen, 3 Rennsiege soweit. Kann es sein, könnte es sein, dass der Oliver Stettler, der startet auf Pole Position, nochmal ein Rennsieg erreichen kann dieses Nachmittag hier in Kerpen. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Motorsportfreunde, hier ist die Startaufstellung für Qualifying Heat Nummer 4, Gruppe A und C, miteinander hier zu fahren. Auf den Pole Position startet der Oliver Stettler und auf seiner linken Seite auf dem ersten Reihe startet Dominik Reuters auf der 489. Reihe Nummer 2, Eric Wess und Manuel Kastel. Reihe Nummer 3, Ron Boss und Yannick Hennert. Reihe 4, Loritz Sachse aus Dänemark und aus Tschechien, Pavel Wimmer. Auf Reihe Nummer 5, Julian Bob und Jelte Boma. Danach kommt auf die Startaufstellung Jaden Gruschiken, Milan van Winden, Rick Hartmann, Semil Bayati, Valentin Knödel, Marcel Ernst, Adrian Martins, Tim Verelst, Giovanni Wittevin, Veske Pleumert, Khalil Soda, Sven Jedleja. So, 21, Khalil Soda, dann Sven Jedleja auf Platz 22. Und die auf Reihe Nummer 12, Maximilian Prederovic von ADAC Motorsport auf Rennnummer 470 und Nelson Berghaus aus Holland auf Startnummer 459. 24 drivers, 12 rows of competitors set to go into battle for 13 laps, and then we will do it all again at the end of today's racing. Air temperature according to the live timing, 33 degrees air ambient. Wind to the southeast of 6 kilometers an hour. A lot of cloud cover overhead, but the drivers are primed and ready. The last few drivers get into position, as does Nelson Berghaus from the Netherlands. Grüne Flagge von hinten. Dann blicken die Piloten auf die Lichter. Beim Start und Ziel. Gleich geht's los. Guten Start bei Stettler. Dann bleibt der Reuters hinter ihm bis zum Spitzkehrer hier an Kurve Nummer 2.
Guten Start bei der Städtler von Pole Position. Dann kommt das ganze Feld. Bisschen lange Linkshand, Kurve Nummer 6, bevor Tripskurve an Kurve 8. Und dann mit voller Beschleunigung bis zum Kurve Nummer 9. Bei Mutkurve, dann Schumacher Schikane, dann Fahrerlagerkurve. Nach dem ersten Runde bleibt der Städtler am Spitze. Aber leider gibt es Probleme für ein paar Piloten, zum Beispiel Khalil Soda jetzt auf letzter Platz, 24. für der 417 aus Lituanien. Aber ist der Dominik Reuters auf dem 489 auf dem Prager Chassis, ganz kurz hinter den Heckspoiler von der Oliver Städtler. Mit Kurve hier am Runde Nummer 2 von 13. Und nach 2 Runden Vorsprung, das der Städtler hat über Reuters, ist knapp über 0,13 Sekunden. Und das war wirklich ein kleines bisschen Pech, vielleicht für den Lloyd Sachse auf der 456. Der bleibt schon im Moment auf Platz 5. Und für der junge Pilot aus Deutschland, der Oliver Städtler am Spitze, das wird richtig unbequem, wenn jemand so ganz eng in die Nähe von seiner Heckspoiler ist. Man kann richtig sagen, das Adrenalin kommt im Blut, direkt vom Herz und man sagt, okay, dann muss ich schaffen, dann muss ich alles machen, so egal was es ist, am Spitze zu bleiben. So basically, at the moment, Oliver Städtler's got the adrenaline coursing through his bloodstream. Eric Vest has just put in the fastest lap of the race of 43.102 and is closing the gap to the 2 in front. And this could be very, very crucial. And again, Reuters so close on the brakes coming out of the Schumacher chicane as they complete lap 4 out of 13. Gap was 0.13 of a second. Manuel Kestel has just put in the fastest lap of the race, 42.874 by the 406 in 4th position. Reuters is looking left, looking right, seeing if he can indirectly push Oliver Städtler into an unforced error. But with the run that the youngster from Germany for Formula K, SRP, has been doing so far this season, Reuters now finds... Oh, aber Überraschung, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frühstart, Bestrafung, kommt in Richtung Städtler und Reuters. 5 Sekunden Bestrafung für die beiden am ersten Haier. So, deswegen kommt eine Möglichkeit für der Eric Vest auf Platz 3, der 414. Deswegen das Tempo bei Oliver Städtler und Dominik Reuters muss die beiden jetzt das Tempo wirklich Gas geben und steigern im Moment. Nach 6 Runden mit einem 5 Sekunden Frühstartbestrafung für den beiden am Spitze. Im Moment Städtler geht auf Platz 12 und der Reuters auf Platz 13 mit einer 5 Sekunden Bestrafung nach dem Frühstart. So, both Oliver Städtler and Dominic Reuters have been given a post-race 5-second time penalty for jumping the start. And at the moment, as things stand with the gaps as they are, that would put them 12th and 13th respectively. Well, that would put Städtler 12th and would put Reuters down into 14th behind one of the drivers. But Angriff gegen den Milan van Winden.
Das war der 406 Sensor Jaden Gushigan getting up on the inside of Milan van Winden from MP Kart Racing. A little bit of a robust manoeuvre from the Formula K SRP factory team driver. So another set of drivers. We saw that in Heat 1, where the leading two got pinged for exactly the same infraction. Aber jetzt ist der Oliver Städtler hinter den ersten Mal in dieses Rennen. Jetzt ist der Oliver Städtler vorbei und jetzt Jelte Boma auf dem Chassis von Croc Promotion. Jetzt vorbei an seinem Landesmann Milan van Winden auf dem Hense-Chassis von MP Kart Racing. Positionwechsel für Platz 9. Und das Vorteil zwischen Dominik Reuters und Oliver Städtler bleibt so ungefähr knapp über 2 Zehntel eine Sekunde nach 9 Runden. Und jetzt Überholmanöver in Spitzkehre. So someone making a nice little move through to turn 2. That's the thing with these KZ2 karts. Really get them down the gearbox from 6th round to about probably 1st or 2nd gear, depending on what your traction preferential is on setup. But Dominic Reuters and Oliver Städtler still, despite the fact that they have each a 5-second post-race false start penalty to be added to their total race time, it is not stopping them from slowing down, because you will continue to push right up until the end of the race. But they still have one more heat respectively to go to make a little bit of an amends, so to speak. Nochmal 2 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flagge hier in Qualifying Heat Nummer 4 von KZ2 Cup. Reuters bleibt am Spitze, vorne von Städtler. 3. Manuel Kastel. 4. Eric Wess, Lloyd Sachse auf 5. Und, okay, so. Habe ich schon gesehen, das war der Marcel Ernst. Und der Pilot von Österreich, Adrian Martins, hat viele Plätze verloren auf der letzten Runde. Aber am Spitze bleibt der Dominik Reuters vorne von Oliver Städtler. Wie lange ist denn die Distanz zwischen Städtler und Kastel? 1,2 Sekunden. Letzte Runde läuft. Eric West, Platz 4. Vorne von Lloyd Sachse. Der hat Platz 7 gestartet. Und auch der Pilot aus Tschetschen, Pavel Wimmer, auf Platz 6. Dann Jürgen Bros, Jaden Gushigan, Jelte Boma und Yannick Remmert. Das sind die letzten paar Piloten in den Top 10. Aber jetzt wird die schwarz-weiß karierte Flagge rauskommen. Reuters kommt über Startziel im 1. Platz, aber mit einer Bestrafung nach dem Rennen für ihn und der Oliver Städtler. Manuel Kastel ist den Rennsieger dieses Mal für die Frühstartbestrafungen für Dominik Reuters und der Oliver Städtler. Die sind jetzt auf Platz 5 und Platz 6. Hinter Eric Wester auf Platz 2. Lloyd Sachse Platz 4 und Pavel Wimmer aus Tschetschen auf 4. Aber Kastel jetzt nach 13 Runden deklariert als provisioneller Rennsieger für Qualifying Heat Nummer 4. Jaden Gushigan auf Platz 7, vorne von Jelte Boma, Yannick Remmert und Milan van Winden. Julian Bob, Rick Hartmann, Semil Bayati, Valentin Knödel, Simver Elst,
They complete the top 15. Svenja Dreher, Maximilian Predohovic, Marcel Ernst, Adrian Martins, and Khalil Soda round out the top 20. Nelson Berghaus and Vesper Ploymert round out the 22 that finished, and Jeroen Bos and Giovanni Vittavine out on the final lap of the race. Well, 4 different winners from 4 different races. Can that trend continue later on with the final KZ2 Cup heats?
Helmet on, chin down low, little machine ready to go. Hands locked tight on the wheel, I can taste that rubber peel. Realize that I hold my breath, one blink more than go for that. Slam that pedal, let it bite. I live for the first turn fight. Clip that curve, don't lose the line. One clean move and I take mine. Side by side, I won't fold. This small track makes me bold. Heart gone wild, no time for pacing. Car and racing, car and racing. Hold that line, I'm still chasing. Turn by turn, I come alive. One more lap, I gotta drive. Mud on the visor, sweat on my cheek. Tiny snap, but I don't freak. Red flag on, I'm back in motion. Sharp little world, full speed devotion. Red tie twitch, front end dips. I correct it with my fingertips. Every corner tries to test. I keep my nerve and beat the rest. Clip that curve, don't lose the line. One clean move and I take mine. Side by side, I won't fold. This small track makes me bold. Car and racing, car and racing. Heart gone wild, no time for pacing. Car and racing, car and racing. Hold that line, I'm still chasing. Okay, wir sind schon wieder zurück an der Strecke hier in Kerpen. Am heutigen Samstagnachmittag live und direkt auf dem YouTube-Kanal von ADAC Motorsports. Und wir sind bereit für den letzten Qualifying Heat heute für unsere Mini-Klasse. Und beim ersten Rennen heute Nachmittag, der Sieger war der Pilot aus Südafrika, der 329, der ADAC MX. Ich habe schon einen Namen vergessen, ein bisschen früher. Ich habe Sheldon und Kelvin van der Linde in den Livestream einen Namecheck gegeben, aber ich habe jemand anders, der ist jetzt bei BMW Motorsport, ehemaliger Lamborghini-Werksfahrer, Jordan Pepper. I have to remember Jordan Pepper, because otherwise I'll get lynched. But another great talent from South Africa that moved over to the propeller of Munich. But Maddox Mason, really good job in the first race, winning ahead of Albert Paulson with Leo Klock rounding out the top three. Now, post-race, there were some penalties given out. Leon Ossai had a 5-second time penalty for 3 or 4 wheels outside of the corridors.
5 Sekunden Bestrafung für die Nummer 384 von CV Performance Group bei JP Motorsport. Matthias Cavalier nach einer Kollision. Und auch eine 5 Sekunden Bestrafung Overtaking on Red Line. 322 und 384. Nochmal eine Bestrafung für der Cavalier. Und auch bei der 322 Roman Meister. Und beim Frontspoiler Bestrafung nach dem Rennen 370 Noah Kim und auch der 306 von Kartsport Hire Chris Leon Calvay. So, some penalties given out. Overtaking on the red line, which you are not permitted to do. So once you go past that red line of no return, you cannot overtake. And you need to be in your position before then. So a couple of drivers fell foul of that one.
So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Motorsportfreunde, hier ist die Startaufstellung für den letztes Qualifying Heat am heutigen Samstagnachmittag für Mini. Auf dem Pole Position startet der ADAC Mason und auf seine linke Seite der 327 aus Holland, Kevin Moyens auf dem ersten Reihe. Zweite Reihe startet aber Paulsen und Leo Koch. Dann Roman Meister und Elias Daumann aus Rhein-Neckar. Nummer 4 startet der Ben Bernhard auf Platz 7 und Vincent Oliver Riso auf Platz 8. Vorne von Bastian Kleiner und Matthias Cavulea. Mika Stodolonso startet auf Platz 11. Vorne von Leon Ossai, Leandros Margaritis, Oscar Boimers, Philipp Pflanz, Noé Solika, Noah Kim, Amisio Zani, Chris Leon Calveit, Jay Vermeulen, Luca Mathis Brixius und Nick Meyer auf Platz 22. Nochmal wieder 9 Runden, diese 1107 Meter langen Streckenkurs hier in Kerpen zu fahren. Und dann für die jungen Piloten das Feierabend. So, 9 laps to go before the drivers can get themselves a little bit of a respite, chill out after the data and debriefing. But can ADAC Mason go 2 for 2 here at this legendary circuit? Oh, we've already had a drama, and that is kart 333. Leon Ossai, oh nein, Pech noch wieder. Nach dem Unfall am Runde Nummer 1 beim ersten Qualifying Heat. Jetzt ist er ein Nicht-Starter. Right, okay. Start is called a full start. Leider ist der Start dieses Mal nicht freigegeben im Moment. So, Pech. Leider für den Leon Ossai, der 333 auf Platz 12 von Startaufstellung. So, Leon Ossai, unfortunately, pulled to the side of the road, and the young Germans' opportunity to get up the order in this race has quite literally dissipated. So, jetzt kommt das zweite Versuch, den Start bei unser letztes Qualifying dieses Wochenende bei Minis den Start freizugeben. Auf dem Pol startet der Südafrikaner ADAC Mason. Auf seiner linken Seite startet der Junge aus Holland, Kees Moyes. Nochmal wieder wird den Start freigegeben. Für den zweiten Mal heute leider nicht. Nochmal wieder ein Vollstart. So, race director Kevin Reinhardt calling that a full start for the second time in a row for our mini drivers. Da bleibt der Leon Ossai. Er ist leider nicht Pilot, jetzt leider Zuschauer dieses Rennens. Okay. Right, hopefully third time's a charm for the mini class to get things underway. ADAC Mason starting on pole. Kees Moyes from the Netherlands alongside. Into the tram lines. Gleich, jetzt geht's los. Start ist freigegeben. Wie beim ersten Qualifying Heat. Guten Start bei der ADAC Mason. Seine Reifen bleibt der Albert Paulsen auf Platz 2. Auf den 395. So Albert Paulsen goes with ADAC Mason once again. Aber diesmal beim ersten Versuch, den ersten paar Meter bis zum Spitzkehrer fahren, gibt es keine Unfälle.
Aber nach dem ersten Runde von 9 am Spitze bleibt der Südafrikaner vorne von der Dena. Kerpen jetzt auf Platz 3. Jetzt kommt der Posten in der Seite zum Spitzkerl vorbeigehen am ADAC Mason. Den 322. Oh, geiles Überholmanöver beim Leikart-Kurve am Kurve 4 bei der Kerpen. Das ist jetzt vorbei an der 329 der ADAC Mason. Mit der Papa von der ADAC bei den Pole Position Awards danach gesprochen. Und Mason möchte, dass Regen kommt, und dann deine ältere Brüder sagte, hey nein, ich möchte keinen Regen heute in Kerpen, bitte. Aber nach 2 Runden, der Poulsen ist vorne von Kerpen. Mason, und jetzt kommt eine Bestrafung für der 330 auf Platz 11, Oscar Bäumers. Der Bäumers hat mit 2 Reifen den Korridor verlassen bei der Startphase. Und weiter gibt es nochmal einen Cut. Der fährt nicht weiterhin in dieses Rennen. Der 370, Noah Kim. So leider für diese jungen Pilot ist das Rennen leider vorbei mit Pech. 6 Runden bis zum schwarz-weiß-karierte Flagge. Und jetzt am Spitze ist der Kerpen da. Auf den Saudi Cup vom CS Competition. Nochmal wieder Kämpfer, aber jetzt gelbe Flagge. Okay, wir haben schon unseren ersten Full Course Slow dieses Rennwochenende hier in Kerpen. So, first full course slow procedure has been called by our race director. So that is now going to put the drivers single file. So it's slow down and possibly prepare to stop. It's basically like it's similar in some aspects, as some of the drivers really going to have to watch themselves coming out of the Schumacher chicane. So Kerpen now brings them into a single file. And this will now concertina the field. So this now neutralizes the race. So the reason for that, now I have seen some of the medical team move away from the ambulance off the start-finish race, and they're actually going up the exit out of the dummy grid. So we are under full course slow procedure as the laps will count down here. Nochmal leider für der 309 Leandros Magraitis aus Deutschland. Leider ist diese Pilot leider das Rennen vorbei. Wir sind jetzt auf Runde Nummer 6 von 9. Diese letzte Qualifying Heat bei Mini-Klasse in Kerpen. So Kerpen leads ahead of Albert Poulsen. ADAC Mason from South Africa rounds out the top 3 for the Lanari Racing Team. Vorne von Roland Meister auf Platz 4. Dann Bastian Kleiner, Leo Klock. Und jetzt, meine Damen und Herren, rote Flagge. Rote Flagge hier bei Qualifying Heat Nummer 2 auf Runde 6 von 9. So, rote Flagge
hier und dann kommt das ganze Feld. Die sind auf die Strecke bis zum Start und Ziel. So, ladies and gentlemen, on lap 6 of 9, we have a red flag stoppage. I repeat, a red flag stoppage in qualifying heat 2 for Mini. And very shortly would have been 3 laps to go. So red flag stoppage. We are under red flags here for qualifying heat 2 for the mini class. So just for those watching on the ADAC Motorsports YouTube channel, just to give you an update, there was an accident out of the final corner, and one driver did end up in the air. So the main thing is, as far as we're aware, medical team is on site. So für unsere deutsche Zuschauer auf dem YouTube-Kanal ADAC Motorsports gibt es einen Unfall
im letzten Kurve, bevor dem Start und Ziel. Und den Krankenwagenteam ist mit der Pilot, der ist verletzt. Wir haben keine weiteren Updates, aber wir versuchen, wenn wir können, das erklären, mit Ihnen den News zu teilen. Vielen lieben Dank für Ihr Verständnis. So, a big thank you to everyone's understanding on the ADAC YouTube channel, Motorsports YouTube channel. An incident where a driver did go up into the air. Medical team is with them. So as soon as we have any further updates, we will let you know accordingly. Many thanks for your understanding and your patience. Could the vehicle of a Bulgarian registered car CB4917XT please move your vehicle from the wash area immediately, because we need to get that area cleared for the emergency vehicle that needs to go through. So CB4917XT, could the owner of that vehicle, Bulgarian registered vehicle, please move it immediately, as the emergency vehicle needs access now. Thank you.
So, eine Minute bis zum Restart dieses Rennens nach dem roten Flagge. So just under a minute to go until we restart the mini qualifying heat number 2 here at Kerpen for round 4 of the 2026 German Kart Championship here in Kerpen. So it will be a single file restart. 19 drivers will be taking to the restart of this race out of the 22. We're due to, did start the race. Ilian Orsay unable to restart and will still have to spectate for the remainder of it. Green flag waves. So läuft die grüne Flagge. Und für den Restart, wir haben schon bei einer Runde dieses Rennen verlängert. So. Am Spitze ist der 327. Kees Moyes aus Holland, hinter ihm auf Platz 2, Albert Paulsen, dann der Südafrikaner Maddox Mason auf Platz 3, vorne von Roman Meister und Bastian Kleiner. Die beiden Piloten aus Deutschland startet Platz 4 und 5, vorne von Leo Klock, dann Ben Bernhard, Nikas Lumsholm, Matthias Cavalier und Victor Oliver Riso auf Platz 7. So it will be a single file restart. They cannot attempt to overtake until they get past the start-finish line. So, bei dem Restart gibt es nur 3 Runden bis zum Schwarz-Weiß karierte Flagge hier in Kerpen. Und gleich sind wir jetzt grün. Bei dem Restart ist der Kees Moyes über 13 eine Sekunde vorne von Albert Paulsen, dann der Maddox Mason auf Platz 3. Jetzt bis zum Leica-Kurve, Kurve Nummer 4. Bis zum Kurve 6. Dann links biegt. Dann bis zum Tripskurve am Kurve 8. Jetzt Notkurve. Dann kommt gute Leistung bei der Maddox Mason auf Platz 3 gegen der Däner vorne ihn. Aber bleibt der Holländer, der Kees Moyes am Spitze. Aber jetzt kann der Maddox Mason innerseits vorbeigehen am Albert Paulsen. Ja, das stimmt. Das hat passiert. Jetzt ist der Südafrikaner wieder am Platz 2. A little bit of a drift from Kees Moyes going into Leichhardt Kurve at turn 4 as they go down the hill through the very twisty S-Bahn style section before heading through in towards turn 8 at Trips Corner. Was für eine Leistung bei der Maddox Mason. Innerseits am, oh, direkt in Kiesbett, gerade geht der Kees Moyes nach dem Angriff von der Maddox Mason und jetzt letzte Runde läuft. Oh, absolut Pech für der Kees Moyes nach Mutkurve und jetzt ist der Paulsen vorbei an der Mason am Spitzkercher und jetzt sehen wir nochmal Angriffe von der Bastian Kleiner gegen Roman Meister für Platz 3. Besonders beim Spitzkercher und bei Leica-Kurve. Aber kann der Maddox Mason nochmal eine Möglichkeit haben, aber das könnte vielleicht nicht passen bis zum Schumacher-Schikane. But Albert Paulsen managed to get the job done early in this lap. And it's going to be the Dane across the line. Albert Paulsen wins Heat 2 by 78 thousandths of a second after the restart. So Albert Paulsen wins provisionally on the road Heat number 2 for Mini, meaning it's one apiece between Paulsen and Mason.
I would imagine that Alex Mason might get the benefit of the doubt on that one, depending on whether the result stands. Bastian Kleiner, P3, ahead of Leo Klock, Roman Meister. Über Startungsziel auf Platz 5, vorne von Ben Bernhard, Mikas Lundsholm, Vincent Olverizo, Matthias Cavalier und auf Platz 10 der Startnummer 337 aus Tschetschen, Noah Sulitka, vorne von Chrisley und Kalveit. Nick Meyer, Oscar Bäumes, der ist über Startungsziel auf Platz 13 gekommen, aber hat eine 3 Sekunden Bestrafung nach dem Rennen. So, dann Luca Matis Brixius, Jay Vermeulen und Amisio Zani. Vorne von Philipp Pflanz, Cage Moyes auf Platz 18 über Start und Ziel. Dann den letzten Pilot über Start und Ziel nach 10 Runden, Elias Dahlmann auf den 320. And then after that, Leandros Margaritis, Noah Kim, not making it to the end of the race, Leon Ossai, a non-starter. But Albert Paulson wins Heat 2 in Mini amidst dramatic circumstance with a red flag stoppage halfway through. Great start here in Kerpen for you. Pole position, win in the first heat. Now you finished on the second position. What's your feeling after the day? I feel pretty good starting from P1 on the super heat. Hopefully I can do the same thing and try to win the final. Kerpen is a really old school track. What's your opinion about it? Do you like it or do you like more the modern tracks? I like this track quite a lot. It kind of suits me and I'm pretty fast at it. Yeah, pretty fast for sure. What's your target for tomorrow? Paulsen is the favorite in the championship, but we still have 2 race weekends left, so it can be interesting for Wackersdorf. I'm probably going to try to work with the guys in front of me or try to get away, but other than that, I don't have much strategy. What's your feeling about the move you had, I think, in the last lap or a lap before with the guy? He was trying to push me off first, so then I just took my line and he went off the track by himself. Okay, then thank you very much. See you tomorrow and have a nice evening. Good to hear from Alex Mason down there in the interview zone with Bjorn Niemann, and obviously discussing about the move that happened between himself and Cage Moyes. Alex Mason wanting to hold his line, and Cage Moyes goes straight off through into the gravel. But tomorrow, as they say, is another day, and that is going to conclude the mini action for round 4. As we turn our attention now to the next race coming up is going to be OKN Junior. Now, looking back at the previous results, it was actually Nies Racing's Carlos Nies that took the victory in the 222. As the recovery vehicle is needing to get some room to come through, so
The board has gone out, just signaling how much longer until the drivers will get onto their formation laps. Aber beim letzten Qualifying Heat bei OKN Junior Sieger war der 222 Carlos Diez nach 11 Runden 0,290 Sekunden vorne von der Henry Möhring von der Motorsport. Dritte war der Milan Rossi von Lanari Racing auf der 244. Vierter seine Teamkollege von Lanari Racing, Edin Keserovic. Und auch bei Fünfter war der Maxim Bobrischow, der 230 von Ricky Finn Motorsport. Julian Dümmer startet auf Platz 4 und war Sechster über Start und Ziel vorne von Sebastian Brandt. Matteo Mason, der ältere Bruder von Maddox, hat am Platz 15 gestartet und über Start und Ziel. Der Pilot von Lanari Racing war Achter vorne von Rennen Teampilotin Emilie Olas. Dann auf Platz 10 über Start und Ziel von Mach 1 Motorsport aus Polen Miloš Beginski. But we reset the ledger here because the drivers will now get now into their respective grid positions. However, Elias Dahlmann in the previous race was given a post-race 5-second time penalty for causing an avoidable collision. So, hier ist die Startaufstellung für den letzten Qualifying Heat am heutigen Samstagnachmittag für OKN Junioren.
Und auf den Pole Position startet der Henry Möring. Neben ihm auf die linke Seite den ersten Reihe ist der Edwin Keserovic. Bei Nummer 2 Carlos Nies und Julian Dümmer. Bei Nummer 3 Milan Rossi und Maxim Bobryschow. Und danach für den letzten 4 Piloten in den Top 10 Elliot Spankdorf, Sebastian Brandt, Ben Schumacher und Peter Meix. Dann Jonathan Meyer, Ruvan Maritz, Paul Bernhard, Bruno Alexander Kreiling und Matteo Mason. Gustav Christensen auf Platz 16, vorne von Jonas Pundis, Pierre Wolf, Emilio Olas und Nick Reed. Die letzten 9 Piloten auf die Startaufstellung sind Alex Häuser, Andrei Udrescu, Milos Beginski, Leonard Utsch, Patrick Reinhardt, Stavros Sotos Francia, Christian Rasmussen, Amelie Heuvers und Luca Taffelmann. So 29 drivers about to go into battle for the final time here today, and they can have a little bit of a respite, a reprieve, and get themselves ready for the super heats tomorrow. But who will end up on potential pole position for the super heat tomorrow? If Carlos Nies wins back-to-back races, that will be his. Whereas if Carlos Nies finishes P2 and Henry Möring wins the race, Henry Möring, on the benefit of qualifying practice, will be on pole for the super heat tomorrow. So. Leider dieses Mal bei OKN Junioren ist das Start nicht freigegeben. So a full start has been called. And the drivers will have to circumnavigate this 1,107 meter second here in Kerpen 11 times. So, wird der Start dieses Mal freigegeben? Das stimmt. Wir sind unterwegs bis zum Spitzkehrer für den ersten Mal von 11 Runden. Und bleibt der Henry Möring am Spitze. Und jemand ist durch den... Uiuiuiui, heftiges Unfall, heftiges Unfall. Das habe ich schon gesehen auf Kurve Nummer 3. So, vielleicht 4 oder 5 verschiedene Piloten sind ein Teil des Unfalls. Okay, so doppelgelb Flagge, denke ich, das ist in Richtung vielleicht beim... Ah, da ist es. Okay, leider gibt es Pech für Alex Häuser. Nee, Matteo Mason. Leider für der Südafrikaner. Ich denke, dass das Rennen vorbei ist. Ben Schumacher, Jonathan Meyer, Matteo Mason, Alex Häuser. Und auch habe ich bemerkt auf dem Live-Timing, dass der Patrick Reinhardt auch vielleicht wieder ist raus von dem Rennen leider. So, multiple drivers involved. Ben Schumacher, Jonathan Meyer, Matteo Mason. He got a break in the first race, and the race hasn't come to him. It's all gone horribly wrong for the South African. But Henry Möring leads us on to lap number 3, just ahead of Carlos Nies. And Elliot Spanktoff now up into P3. Milan Rossi 4th. Edan Kisehovic, Julian Dümmer, Maxim Bobryschow, Bruno Greiling. Bruno Greiling's up 6 places, up from 14th at the start.
Gustav Christensen from Sweden now ahead of Sebastian Brand, who rounds out the top 10. So, leider Pech für Ben Schumacher, Jonathan Meyer, Matteo Mason, Alex Häuser und Patrick Reinert. Für alle 5 Piloten ist das Rennen leider vorbei. So, wir haben schon jetzt auf die Strecke 24 Piloten und Pilotinnen von 29 an den Start. Jetzt Angriff und geht der Milan Rossi vorbei an der Spangtoft aus Dänemark für Platz 3. Sehr schönes Manöver bei der junge Pilot aus Deutschland für der Lanari Racing Team. Wir sind jetzt über Start vom Ziel gekommen mit der Pilot an vorne, der Henry Möring, vorne von Carlos Nies. Vorteil ist ungefähr 1,8 Zehntel, eine Sekunde. Schnellste Runde seit jetzt in die Tasche für der Peter Mikes, der 206,859. So Peter Mikes, the young Czech driver in the 286, now puts in the fastest lap of the race. Milan Rossi, fastest in the opening sector overall so far in this race. The 244 trying to close that gap to the 2 in front. As Henry Möring continues to lead Carlos Nies across the line. Lap 5 out of 11, 6 to go. And this is where it's all going to count. If Henry Möring stays where he is right now, that's 25 points to add to his tally at the end of today's proceedings. And after this, we'll have 4 more races to go. OKN, KZ2, and then the last 2 KZ2 Cup heats before we call time on race day 1 here on Saturday afternoon of the penultimate round of the 2026 season. So jetzt 5 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flagge und das Ende dieses Rennens. Bleibt der Henry Möring am Spitze, vorne von der Nies. Rossi am Platz 3 von Spangtoft, Keserowicz, Dümmer auf 6. Kreiling, Bobryschow, Christensen, Brandt. Nächste paar Piloten in den Top 10. Vorne von Paul Berhardt, Luca Taffelmeier. Von Platz 29 bis Platz 12 jetzt. Und ist auch ungefähr 6,7 Sekunden hinter der Pilot an Spitze. Henry Möring, der bleibt, aber kommt den Druck von hinten beim Carlos Nies, der 222. Aber es gibt 4 Piloten, die kämpfen über Platz 4. Da ist Spangtoft gegen Keserowicz für Platz 4 im Moment. Dann da ist der Julian Dümmer. Und nochmal, sehr schön von der Edin Keserowicz. Innerseits am Mutkurve. Und hat der Elliot Spangtoft aus Dänemark jetzt überholt. Für Platz 4. Ich denke so, dass es kommt vielleicht eine Möglichkeit von Leuten, zum Beispiel der Bruno Kreiling, der Maxim Bobryschow. Beide sind vorbei an Julian Dümmer auf der Startnummer 226. Wir sind jetzt auf die Nummer 9 von 11. Nochmal das ist ungefähr 2,214 Kilometer. Denn der Pilot an Spitze, der Möring, ist über Start und Ziel gekommen. Das hat schon passiert. Schnellste Runde seit bei der Möring, 44,364 bei dem Startnummer 214.
Und jetzt ist der Maxim Bobischow vorbei an der Bruno Kreiling für Platz Nummer 6. Und ganz kurz in die Nähe von der Heckspoiler von der Bruno Kreiling ist der Julian Dümmer da. Der 226. Es gibt eine Möglichkeit, dass der Dümmer vielleicht könnte ein Überholmanöver machen. Vielleicht in die letzte Runde. Und jetzt läuft die letzte Runde hier. Vorsprung zwischen Möhring und Nies ist jetzt 17 kleine Sekunden. Nochmal eine schnellste Rundezeit bei dem Pilot am Spitze. 44,323. Aber er weiß, was er tun muss. Der 214 von der Motorsport. Und dieses Mal kommt den schwarz-weiß karierte Flagge raus für der 214. Der startet auf dem Pole Position und jetzt ist Sieger Qualifying Heat Nummer 2. Gratulation Henry Möhring. Vorne von Carlos Nies. Milan Rossi auf Platz 3. Vorne von Edin Keserovic. Aber kommt eine Bestrafung für den Keserovic? Ah, okay. Das war erklärt bei den Announcements auf dem Live-Timing für Edin Keserovic. Nach dem Rennen bekommt er eine 3 Sekunden Zeitbestrafung, weil er hat den Korridor mit 2 Reifen verlassen. So deswegen ist er auf 10. nach den Ergebnissen, wenn der Ergebnisse adaptiert ist. Bei dem Live-Timing Henry Möhring Sieger, vorne von Carlos Nies. Milan Rossi auf Platz 3, vorne von Elliot Spanktoft. Maxim Bobrischow, Bruno Kreiling, dann Julian Dümmer, Gustav Christensen, Sebastian Brandt und auf Platz 10 Edin Keserovic. Paul Bernhard rounds out 11th, ahead of Lucas Tafelmeier, who started stone dead last and ends up 12th. With Jonas Pundis, Nick Reed, Andrei Udrescu rounding out the top 15. Emilio Ulas 16th, ahead of Stavros Sotos Francia, Christian Rasmussen, Peter Mikes, Pierre Wolf, Ruvan Maritz, Leonard Utsch, Milos Baginski, and Amelie Hoivers rounding out the 24 finishers. On lap 1, it was game over with multiple karts involved. Ben Schumacher, Jonathan Meyer, Matteo Mason, Alex Heuser, and Patrick Ray Reinert. But by this result here, Henry Möhring books himself on pole position for tomorrow's Superheat. 4 races to go after this one. Ja, war es ein Samstagnachmittag ohne Interview mit Henry Möhring in der DKM. Aber heute sieht alles ein bisschen enger aus. Ist, glaube ich, kleine Herausforderung jetzt, oder? Ja, war ein bisschen jetzt schwieriger. Im ersten Heat leider nur Zweiter geworden. War zwischendurch auf 6, aber jetzt auf 1 durchgezogen. Mein Motorpaket kam ein bisschen zu spät, aber trotzdem
konnte ich die Pace gehen und habe dann gewonnen. Du hast dieses Wochenende schon gute Chancen, vielleicht eine erste wegentscheidende oder eine Entscheidung herbeizuführen in die Richtung Meisterschaft. Wie hast du dich darauf vorbereitet oder lässt du das komplett außen vor und machst dieses Wochenende und dann schauen, was rausgeht? Ich gebe einfach das Beste und dann gucken wir am Ende des Wochenendes, was passiert, welcher Platz ich dann oder ob ich schon die Meisterschaft mir holen kann oder ob ich dann in Wackersdorf nochmal alles gebe und probiere das Beste rauszuholen. Also ich gehe ganz easy dran. Wir sehen auf der Strecke schon so ein bisschen Gummi, so kenne ich es von vor 15 Jahren, als wir hier gefahren sind. Musst du eine andere Linie fahren als normal? Eigentlich ist es ziemlich gleich. Natürlich ist sehr viel Grip jetzt da bei den heißen Temperaturen gestern und ja, also es ist schon ziemlich ähnlich die Linie, aber es ist schon also heftig Grip. Heftig. Alles klar, dann vielen Dank und bis morgen. Danke, tschüss. Ciao. Big thank you once again to Bjorn Niemann down with Henry Möhring in the interview zone. Basically, Henry explaining that, you know, I'm going to give my best towards the weekend and we'll see where I end up at the end of it. And if it means the title goes down to Wackersdorf, you know, I'm going to give everything I can. He said that the engine package that he's got, you know, for race one, put him at a little bit of a disadvantage. However, he's going to give everything he can, as very shortly we're going to get underway with our next race, as it's OKN up next. So Henry Möhring is not going to be the only driver we're going to be interviewing, as we're going to very shortly head back down to the interview zone as recovery operations still underway on the circuit, as the drivers are gridded up and ready. So very shortly, we're going to head back down to Bjorn Niemann in the interview zone and see who he's managed to grab a hold of and have a quick chat to here at Kerpen. Edin, zweimal Platz 4 heute in Kerpen. Ja, wir haben nicht so eine starke Sonne, aber schon ganz schön heiß hier. Ist es unterm Helm genauso heiß? Ja, schon sehr heiß. Okay, so geht auch kurz und knapp. Aber zweimal Vierter, bist du damit zufrieden? Wie ist so dein Ziel fürs Wochenende gewesen? Ja, zweimal Platz 4, natürlich geht natürlich mehr, aber für das erste Mal bin ich schon zufrieden. Und jetzt morgen, ich denke, du wirst auch irgendwo so um 4 dann sicherlich in den Superheat starten. Ist so ein Podium, wo du irgendwie drauf abzielst mal? Ja, ich ziele schon auf die erste Position, aber wir müssen uns erstmal dazu hinarbeiten. Alles klar, dann vielen Dank und bis morgen. Danke. Yep, so that was Edin Keserovic that Bjorn had just had a quick chat, and Edin was very, very straight to the point, saying, well, we really do need to work at things to see how things are going to work out tomorrow in the Superheats and the finals. So wishing both Edin and Henry all the very, very best of luck for tomorrow. They now get a little bit of an opportunity as we have a look down at the start-finish straight here at Kerpen. Those drivers just being given some final instructions by our race director ahead of what is going to be a very, very interesting 13-lap race around the 1.107 kilometer circuit here at the F-Landring here in Kerpen. And in qualifying Heat 1, well, it's the person that's leading the way, Jakub Kamenik, that actually took the win by just over 1.3 seconds. Ben Gertz in P2. Len Abbas, who is going to start on pole for race 2, rounded out the top 3. A couple of drivers actually got front fairing penalties, one of which was Kart 116. That was Johannes Mushotter for Mac 1 Motorsports, and also the 193 teammate Tom Vikop also got a 5-second front fairing penalty. A couple of drivers, Maximilian Engelsteder for DKM Motorsport got a 5-second time penalty for pushing,
and was not the only one. Emilio Bernd demoted to 9th post-race for the same infraction. But we have this and 3 more races to go. We'll have the final qualifying heat for KZ2, and then to round off race day 1 here for DKM round 4 2026. It'll be the 5th and final qualifying heats for KZ2 Cup, with the biggest contingent this weekend of 48 drivers out of 140 plus here in Western Germany.
ready to go. Hands locked tight on the wheel, I can taste that rubber peel. Realize that I hold my breath, one blink more than go for that. Slam that pedal, let it bite. I live for the first turn fight. Clip that curve, don't lose the line. One clean move and I take mine. Side by side, I won't fold. This small track makes me bold. Car and racing, heart gone wild, no time for pacing.
Und wir sind jetzt bereit, um zu sehen, was passiert in dem letzten Qualifying Heat. Hier in Kerpen bei OKN. Hier ist die Startaufstellung. Auf dem Pol startet der Len Abbas und der Sieger von den ersten Qualifying Heat auf die linke Seite der ersten Reihe startet Jakub Kamenik. Auf Reihe Nummer 2 Ben Götz und Elisabeth Dobler. Dann hinter die beiden sind Maxim Becker und Emilio Berndt. Marius Bonconseil und Maximilian Engelstädter sind auf Reihe Nummer 4 und dann Lennart Frey und Samuel Valleja. Nikita Gense, Konstantin Papst, Julius Berthold, Adrian Lorenz, Niklas Simic, Rick Nadin, Tom Wickop und Nils Tröger. Auf Platz 19 startet Sebastian Berger-Morel und auf Platz 20 Jan Schwarzer. Dann für den letzten 8 Pilotinnen und Piloten sind Charlotte Tille, Henry Melchior, Ben Fritz, Linus Koch, Johannes Mussotter, Lionel Hönecker, Conor McPoylin und Ramona Hummel. So 28 drivers. If Jakub Kamenik does the double, that puts him on pole position for tomorrow morning's super heat. So can the Czech Republic driver get the job done and secure one step closer to the 2026 DKM OKN title here in Kerpen in Western Germany? Stick with us. So nochmal wieder 13 Runden für auf diese 1107 Meter langen Streckenkurs hier in Kerpen für alle Fahrer zu navigieren. Right then, red lights are on the gantry. And out of paddock corner come the field. Into the tram lines, revs are up, full start is called. Start ist nicht in diesem Moment freigegeben bei unserer Race Director. Nochmal wieder eine Formationsrunde für den ganzen Feld. So another tour of the circuit. So, second time of asking. Red lights on the starting gantry. Auf den ersten Reihe, auf dem Pol startet der Len Abbas und neben ihm führen die Meisterschaftswertung. Jetzt geht's los. Start ist dieses Mal freigegeben und bis zum Spitzkehrer ist an Spitze der... Oi. Viele verschiedene Piloten. Ich denke, das gibt... Ich denke, das ist richtig hart zu sehen, dass es gibt viele verschiedene Piloten, die sind geradeaus am Spitzkehrer gegangen. Vielleicht einer war der Charlotte Tille. Vielleicht mit Beschädigung zum Hinterachsel der 123. So a big cloud of dust kicked up as several drivers went off at turn 2. But it is, at the moment, Len Abbas leading from Ben Gertz, Maxim Becker. Oh, and the carnage, the fallout has happened. Ich warte auf, was hat passiert. Oi. Okay, dann sehe ich auf dem Live-Timing Charlotte Tille. Sie fahren weiter. Emilio Berndt, Lennart Frey, Samuel Valleja, Adrian Lorenz, Nils Tröger.
Julius Berthold und Sebastian Verger-Morel sind raus aus dem Rennen. Leider nach dem ersten Versuch bis zum Spitzkehr für, ich kann richtig nicht glauben, dass ich werde jetzt sagen, 7 Piloten sind raus. And well, that just goes to show how tight it is, and the carnage is there to see, front and center of the screens. Aber jetzt kommt der Ben Götz vorbei an der Len Abbas und ist der ADAC Motorsport, der Startnummer 117, jetzt am Spitze. So, sind wir gleich über Startziel gekommen und jetzt ist der Houdini, der Ben Götz am Spitze. Vorne von Len Abbas. Maxim Becker bleibt am Platz 3. Schnellste Runde seit jetzt bei der Jakub Kamenik. Nach der ersten Runde war 7. und bleibt 7. Im Moment ist es schon vorbei um Linus Koch. Der 199. So the OKN Heat 2 gets off to a very chaotic and dramatic start heading into turn 2. But Ben Götz, Houdini leading the way in the ADAC Motorsport 117. Len Abbas for Nies Racing is now P3 because Maxime Becker has got through. And keep your eyes on Rick Nadin from Luxembourg, the 133, who's now up into 4th position. 5th, Nicholas Simic. Well, no, it was Niklas Simic, but now Tom Vikop in the 193 is through. Und auch beim Jakub Kamenik. Er ist ungefähr 1,4 Sekunden hinter der Niklas Simic auf Platz 6. 8. ist jetzt Nikita Genser vorne von Linus Koch. Und der 111 auf Platz 10 der Konstantin Papst. Aber ich denke, dass der Ben Götz versucht, nochmal seinen Vorsprung über Maxim Becker jetzt zu verlängern. Schnellste Runde seit jetzt bei der Startnummer 193. Tom Vikop auf Platz 5. Aber jetzt ist nochmal gelbe Flagge. Nochmal gelbe Flagge habe ich gesehen. Ich denke, das Pech kommt in Richtung Startnummer 125 für der Lionel Hünnecker. Schnellster im ersten Sektor ist Maxim Becker, im zweiten Tom Vikop, auch im dritten bei der Startnummer 193. Beide Piloten von Rick Nadin und Tom Vikop hat respektiv 12 Plätze durch den ersten paar Runden dieses Rennen. In den ersten 7 Runden 12 Plätze gewonnen, soweit. So 12 places gained by the pair each, and this is Rick Nadin from Luxembourg in the 133 and Germany's Tom Vikop in the 193. They are up from outside of the top 15 and they are pushing. And I think really Len Abbas is going to have to be looking over the left and right shoulder very shortly, because look, there they are. Und auch der Startnummer 120, Niklas Simic, ist von 15 Platz gestartet, jetzt 6. Vorne von den Jakub Kamenik, der hat jetzt in die Tasche schnellste Runde seit dieses Rennens. 44,053 bei der Pilot aus Tschetschen. So the 114 starting to really turn up the wick. And it's just put in the fastest lap. 44.053 was 6 and a bit tenths behind Nicholas Simic, but that gap has been truncated significantly. It was 0.6, it's now 0.27. So Kamenik looking to move up the order as much as he can in the next 5 laps, which is including this one. And bearing in mind
Okay. Ben Goetz. Ob er Sieger ist dieses Rennens, wird er auf dem Pole Position für den Superheat morgen früh. Len Abbas. Könnte richtig eng sein bei dem Ranking After Heats. Könnte vielleicht auf dem linken Seite von den ersten Reihe auf dem Superheat. Aber jetzt ist der Jakub Kamenik vorbei und der Niklas Simic für Platz 6. Wir sind jetzt auf Platz 10 von 13 hier in diesem letzten Qualifying Heat heute für OKN. So this could be interesting. If Ben Goetz wins this, he goes on pole for the Superheat. Len Abbas will have not moved off the front row on all the starts that the 161 from Nice Racing has had so far this weekend. That'll be 3 front row starts in a row. 2 from pole position, 1 from the outside of the front row. Und jetzt kommt der schnellste Hundezeit des Rennens von der Ben Goetz am Spitze. 43,917. Vorteil über Maxim Becker ist ungefähr 14 eine Sekunde zwischen die beiden. Len Abbas auf Platz 3. Knappe Linie von anderthalb Zehntel eine Sekunde hinter der Maxim Becker. Und sind sie jetzt zum Richtung Start und Ziel darüber gekommen. 2 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flagge. Jetzt geht der Vorteil für Goetz gegen Becker immer länger. Halbe Sekunde zwischen den beiden Piloten am Platz 1 und 2. Und Rick Nadine, Vierter, vorne von Tom Wickop. Und auch dabei für den Dreikampf über Platz 4 ist auch der 114. Jakub Kamenik. So 1 more lap to go and Jakub Kamenik really has a good shot of getting himself maybe up to as high as P4 by the end of this race. But last lap, letzte Runde läuft. Ben Goetz hat seinen Vorteil über Maxim Becker nochmal verlängert. 0,567 Sekunden zwischen die beiden Piloten am Spitze des Felds. Len Abbas ist ungefähr 19 hinter der Goetz auf Platz 3. Schnellste Runde seit jetzt in die Tasche für Maximilian Engelstädter in Startnummer 106 auf Platz 12. Aber was für Drama in dieses letztes Qualifying Heat am heutigen Samstagnachmittag. Aber Sieger nach dem letzten Kurve. Gratulation, Ben Goetz, vorne von Maxim Becker und Len Abbas auf Platz 3. Hui! Und Drag Race über Start und Ziel zwischen Jakub Kamenik, der ist hinter Rick Nadine auf Platz 4. Nach 13 Runden geworden. Vorne von Tom Wickop. Niklas Simic, Nikita Genser, Konstantin Papst und Marius Bonconce auf Platz 10. Jan Schwarze, Maximilian Engelstädter, Linus Koch, Lias Ebersdobler, Henry Melchior, Conor McPoylan from Ireland rounds out the top 16, followed by Johannes Mussotter, Charlotte Tiller and Ramona Hummel, who rounds out the 19 that finished the race distance. Ben Fritz retires with 1 lap to go. And then Lionel Huneker retires through Sector 2, lap 5, but eliminated on the opening lap Emilio Berndt, Leonard Frey, Semmer Velea, Adrien Lorenz, Niels Tröger, Julius Berthold, and Sebastian Verger-Morel. Well, that is it for OKN, race qualifying heat 2. Up next, 3 races to go. It's time to go to the top tier class of the DKM. KZ2 qualifying heat 2 up next.
Helmet on, chin down low, little machine ready to go. Hands locked tight on the wheel, I can taste that rubber peel. Daylight stare, I hold my breath. One blink more than go for dead. Slam that pedal, let it bite. I live for the first turn fight. Clip that curve, don't lose the line. One clean move and I take mine. Side by side, I won't fold. This small track makes me bold. Kart and racing, kart and racing. Heart gone wild, no time for pacing. Kart and racing, kart and racing. Hold that line, I'm still chasing. Turn by turn, I come alive. Ja, zwei aufregende Reads in der OKN, Ben Platz 1 und 2. Am Ende, glaube ich, eine gute Ausbeute für den Samstag und gute Ausgangslage für morgen. Ja, ich denke, die Ausgangslage für morgen ist, wie du schon gesagt hast, richtig gut. Ich denke mal, wir starten vom Pol. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen reingekommen sind, aber ich bin zuversichtlich für morgen. Hast du gerade irgendwas mitgekriegt von dem Unfall während des Starts oder warst du da schon vorne weg? Ja, also ich war relativ weit vorne nach dem Start. Ich habe nur hinter mir gehört, dass ein Unfall passiert ist und halt dann nach der ersten Runde gesehen, dass da ein paar Karts standen. Wie ist so allgemein deine Stimmung nach den ersten beiden Tagen, also gestern Training, heute die ersten Heats? Ja, ich bin relativ zufrieden mit den beiden Tagen, waren immer schön vorne damit dabei, jetzt auch gewinnen können. Wir haben gerade mit Henry über die Gripverhältnisse auf der Strecke gesprochen, die sind schon relativ hoch, oder? Ja, ich finde, die Strecke hat sehr viel Grip dieses Wochenende, ein bisschen mehr wie letzte Woche, aber muss man mit klarkommen. Du sagst morgen vielleicht Pole, sieht auf jeden Fall danach aus. Und wie ist deine Taktik für den Superheat? Gewinnen. Alles klar. Klar und deutlich, vielen Dank, viel Erfolg morgen. Danke. Und wir geben zurück zu Alex. Vielen lieben Dank, Björn. Really good to hear from Ben Goetz, who's basically, as soon as Björn asked him, what's your tactic for tomorrow? Go out there and win. That is a true racing driver mentality. And of course, some of the drivers were here last week in competition for the previous round of ADAC Kart-Masters. So the grip has significantly increased with the temperature and also the amount of running that the drivers have had. So far over the course of the weekend. Of course, yesterday, big amount of laps around the circuit here at the F-Landring here in Kerpen ahead of this penultimate round of the season. But of course, there is still going to be plenty still to be decided when we go to Wackersdorf in the tail end of September for the final round of the championship season. And we've seen some great racing over the course of the duration of this 2026 campaign that had all kicked off in Arena E in Mülsen, then headed over to Katharina Czeb over the, well, about 15 minutes from the from the German-Czech border, and then over to Ampfing last time out. Okay, well, after a quick little conversation with Ben Goetz from ADAC Motorsport, I know that Björn Niemann is standing down, so I think it's time to head back down there with Björn Niemann, ready to hear from our second interviewee after the last qualifying heat in OKN, with 5 minutes to go until KZ2 qualifying heat 2. Ja, bei mir steht Polesetter Lennart Bass und zweimal Platz 3 in den Heats. Aus meiner Sicht so eins der erfolgreichen Samstage bis jetzt in der DKM dieses Jahr. Ja, definitiv. Also in Kerpen sind wir oft stark und heute jetzt mit der Pole konnten wir unsere Pace zeigen. Die 2 Rennen, zweimal Dritter, ist mit Abstand das Beste dieses Jahr. Klar hätten wir es auch gewinnen können. Ist immer Luft nach oben, aber es ging und wir freuen uns auf morgen. Dann im Superheat höchstwahrscheinlich von 3 und dann schauen, was wir machen können.
Wie kommt es, dass Kerpen so stark für dich ist? Ist ja eine Oldschool-Strecke. Magst du lieber so die alten engen Kurse oder bist du hier zu Hause? Wo kommt der Trend her? Ja, also wir wohnen in der Nähe von Köln in Bergstadtbach und natürlich ist da die Verbindung hier, weil 50 Kilometer, eine halbe Stunde, selbst wenn, also wir sind viel hier gefahren, aber jetzt, wenn ich mehr Rennen fahre, dann kann ich halt nicht jedes Wochenende hier sein und wir müssen auch nicht jedes Wochenende fahren, aber selbst wenn wir mal nicht fahren, sind wir oft hier nur zuschauen. Also wir sind einfach viel hier und ich denke, dass mir die Strecke dann auch dementsprechend liegt und ja, mit 1 und 2 dritten Plätzen, glaube ich, passt das. Alles klar, dann viel Erfolg für morgen, Platz 3, weiterhin gute Ausgangslage und vielleicht wartet ja das erste Podium. Okay, wir versuchen es, also ich gebe mein Bestes. Wir werden gucken, für was es reicht. Ja. Alles klar, vielen Dank, bis morgen, ciao. Ja, tschüss. Another great insight. Actually, this is the local track for Len Abbas. Lives about 50 kilometers away, and he says, you know, if we're not racing anywhere, we're like literally about half an hour away. So it's also about spectating as well. So that's really, really good to hear. He said he's going to give his best from 3rd position on the grid position for the Superheat tomorrow morning. But I think, yeah, 3 minutes until kickoff here for KZ2 qualifying Heat 2. And after the dust had settled with regards to the results post-race in terms of what has been going on so far, it was Maximilian Schleimer that in the number 42 who started from the outside of the second row and took the win ahead of Daniel Stell by just exactly 0.2 of a second. Emilian Denner promoted to 3rd. Now, this was mainly because of the fact that there were 2 penalties handed out for pushing, one of which went to Marek Skrivan and the number 58 from TB Racing. And also, he wasn't the only one. CS Competitions Flying Dutchman, Dion van... Well, it wasn't Dion van Verven, it was actually the 44, Senna van Walstein, got also hit with the same penalty for pushing. So that demoted Van Walstein down to 10th, Skrivan 8th. So that then promoted Robert Kinderwater to 4th ahead of Tommy van der Stroys, Dion van Verven, Arthur Lehoek. Norton Andreasen ended up in 9th as a result of that and being the highest placed of the 2 Swedes. Of course, we've got Simon Billman with us in the Solgap Motorsport entry. But Matej Proys will be looking to have a better time this time around, because the number 6 who starts P9 on the grid did not have a great race to say anything about and basically retired on lap 6 out of 14. So a big thank you to everyone that's been watching along on the ADAC Motorsports YouTube channel. We will be covering tomorrow in 2 parts. First of all, Sunday morning will be the Superheats, and then we will have the finals, which will then bring us right nicely into the end of this weekend, and then the drivers can then go and focus on other events that they will be doing. Some of the drivers in KZ2 will be heading to Le Mans in a couple of weeks, because there is the Grand Prix karting event at the Le Mans Karting International Circuit, which is in preparation for this year's FIA CIK World Championships, which will be held, funnily enough, I think the week before our final round in September. So there is an opportunity for some of the... Now, obviously, the thing is that we've had some drivers needing to be picked up after the OKN race. So, of course, there is a gap, so at least it allows enough room for the recovery truck to make its way back onto its customary position just off of the start-finish line here at the circuit. But can Maximilian Schleimer do it again in race number 2? Another 14 laps of the circuit. The temperature has started to dip ever so slightly. It is, according to the temperature information that I have, 29 degrees air ambient temperature. I think it was showing as high as about 34 earlier on today.
Looks to be a cooler day in terms of temperatures tomorrow, but very shortly we will be getting the green flag waving here for race number 12 out of 14 today. Green flag waves, and the KZ2 drivers will go on their formation laps ahead of their race. Time to take you through the starting grid for KZ2 qualifying heat 2 here on Saturday afternoon in Kerpen. Daniel Stell will be starting on the pole position. Marek Skrivan alongside him on the 58 on the front row. Senna van Valstein and race 1 winner Maximilian Schleimer round out row number 2. Emilian Denner and Robert Kinderwarter. It's an all Formula K SRP factory team. Row 3. Tommy van der Stroys and Arthur Lehoek on row 4 with Matej Broys and Dion van Verven completing the top 10 starters in the 6 and the 54. The 76 of Matti van den Broek, the 96 of Norton Andresen, the 69 of Jeffrey Fixer, the number 9 of Simon Billman, and the number 11 of Lithuania's Kipras Jursa rounds out the starting grid. As they say, it is the calm before the storm. The drivers will have to get these tyres up to the relevant temperature. And one of the most important things in shifter kart racing is the start. You've got to nail it. It is a science, it is an art in all its own right. And it's one of the most brutal, most challenging forms of karting. Doesn't matter your age, your experience. If you can nail a race as perfect as you can, no race is ever perfect. Let's be completely truthful about that, ladies and gentlemen. But in KZ, in shifter kart racing, there is nowhere to run. There is absolutely nowhere to hide. The ante will be up with the race distance for all categories tomorrow, including these guys here. But the last couple of drivers come into position, rounded off by the number 11 of Kipras Jursa. Green flag waves at the back, and when the 4 red lights go out, we are racing. And a good, well, Daniel Stell bogged down on the start. Scriven managed to get away, and it looked like Senna van Valstein was trying to get through, but there's a bit of bumping and boring. Looks like Schleimer's got through for 3rd place. Senna van Valstein got compromised in that start. He was trying to go to the inside of Maximilian Schleimer there, but however, the man from the Netherlands unable to get through. That has meant that Robert Kinderwarter now is ahead of teammate Emilian Denner. Tommy van der Stroys holds on to 7th position at the minute behind the Sodi kart of Senna van Valstein for CS competition. But it will be Marek Skrivan that's going to lead us across the line to complete lap number 1 out of 14. Stell 2nd, Schleimer 3rd, Kinderwarter, Denner, van Valstein, van der Stroys, Lehoek, Broys and Andreasen round out the top 10. Dion van Verven's had a shocker. He's only just crossed the line, and he's quite a way back. He's 11.1 seconds off of race leader Skrivan, who's trying to build a gap over Daniel Stell, and that gap now is 3.5 tenths after the opening tour of this 1.107 kilometre circuit here at Kerpen. But let that not faze you, because now Senna van Valstein has got 2 Formula K SRP drivers in front of them, one of which Emilian Denner, the other Robert Kinderwarter. And look at the double toe that Van Valstein has got. Denner to the inside of his teammate at Spitzkecher, and I think has just got the move completed. Yes, and Van Valstein got through as well, and he was trying to go round the outside of Denner through coming out of turn number 3. That would have been brave and bold and typical Senna van Valstein.
as well. Tommy van der Stroys nearly has Arthur Lehouk up his inside, going through into Tripp's corner. Meantime, as they come out of Mudkurve through into the Schumacher chicane, and now this is where things get very, very close indeed. And look at Van Valstein lining up a move up the inside at turn 2, and he's through for third. Clean move there by the number 44 on the number 3. So Minion Denner now down into P4 behind the Dutchman. And Dion van Verven, I think he's not, well, he's going to have chalk this one down to a qualifying heat he'd rather forget. But the top 3 are coming through paddock corner. Pahalaga Kurva. Now across the line. Scrivan takes a brief right-hand glance over the right shoulder. And Stell is there in the card shop. Amthing, number 5, Birlock machine. And Schleimer running on the Tony kart for 18 Motorsport. This is going to get very, very close indeed as they head out of Leikart Kurve at turn number 4. And into turn 6 very shortly. Fast left-hander. It's going to be the run through into Tripp's corner. Up to Mudkurve here at turn 9. And can Daniel Stell put the frighteners coming out of the Schumacher chicane on Scrivan? Well, Scrivan, we saw him absolutely dominate the final at Katainen back in May of this year. But this is where, if these 3 are very much in each other's wheel tracks, you can bet that the man charging towards them at a great rate of velocity, Senna van Valstein, who is now P4. Gap between him and Scrivan last time around after 5 laps out of 14. We're on lap 6. Is 1.1 seconds. And Van Valstein put in the fastest lap of the race, a 42.192. Right, the man who has secured world and European shifter kart glory in his own right. He's represented the Netherlands in a few occasions, not just in shifter karting and direct drive. But Daniel Stell looking to take advantage when the opportunity presents itself. It's not going to happen here at the Kaban Kurva, so he's going to have to wait, but he's right on the back of Scrivan as they come out of Tripp's corner, and now it's going to be the run up towards the slight incline into the left-hander here at Mudkurve. So now it's about picking your moments, deciding when you're going to pull the trigger. And at the moment, I would say the danger driver out of everybody in the top 4 is the man in 4th, who's now going for 3rd. Van Valstein inside of Schleimer, through at turn 2 at Spitzkauer. He's now up into P3. And Van Valstein, for the last 2 laps, has set the fastest lap of the race, and he was purple across the board, was the number 44. His last lap was a 42.057. Schleimer 42.3. Stell 42.3. Scrivan on the cusp of a 42.3. So it seems like Van Valstein has got this Sodi kart hooked up to within the limit of adhesion. And look how quickly he is catching the 2 up front. And he's bringing Schleimer along. Denner's not that far behind now. He's catching them too. So as the temperature is starting to slightly drop, some drivers are finding pace, one of which is Van Valstein, one of which is Denner. Can Van Valstein, well, Stell goes very defensive into Leikart Kurve at turn 4. So does not give the opportunity to Senna Van Valstein to get through. And all 15 drivers are still running. Total field covered by 12 seconds. Rounded out by the number 54 of CS Competitions, Dion van Verven from the Netherlands. So we are 5 laps to go after this one, and Scriven still leads after that fantastic start that he got ahead of Daniel Stell, who's now gone defensive against Senna van Valstein. He's tried for the crossover, and there's a little touch. Stell quite clearly not happy about that. But Van Valstein thought he had the opportunity to go for the move up the inside. And sometimes if you leave that little bit of a gap, a race driver is going to try and go for it and see what they can make out of it. On this particular occasion, Senna van Valstein was not successful. But after this, there's still
Just under 4.5 kilometres left to go. You're talking 4.428. So 4 tours to go. Lap 10 now completed. 4 to go. Van Valstein right on the back bumper of Daniel Stell going into turn number 2 at Spitzkeher. And he dives the inside. That's a textbook clean pass. And Stell knew it was coming, so I think in some respects he thought, well, Van Valstein is not competing in the championship. No, he isn't competing in the championship, but when he's racing at Le Mans in a couple of weeks, he wants to make sure he's definitely got his reflexes completely razor sharp. Up through Mutkova here on lap 11 out of 13. Scrivan for TB Racing Team still leads the way, but Van Valstein is going to try and close that gap over the next 3.3 kilometres. 3 to go. Van Valstein 3/10 off, and he was just nearly a tenth quicker than Scrivan last time by. As Emilian Denner has got through on Maximilian Schleimer in the number 42. That is going to be 4 position. So the man who recently secured the KZ European Championship. Looking to, again, now bearing in mind that Emilian Denner has had success, let's not forget, in the DKM in previous years. But Van Valstein has closed that gap from 3/10. He's right on the back bumper of the man from the Czech Republic across the line with 2 to go. Here comes Van Valstein. Is he going to get the opportunity he needs? Yes, he does. Through he goes. Van Valstein to the race lead. And straight away, Scrivan was on the counter-offensive, but it was too little too late for the number 58. He had to let the move naturally progress and try and get the counter-attack, but Van Valstein has already decided to open up the taps on that engine on the Sodi karts. And he's pulling away now through Mutkova. 1 more to go. And bearing in mind that last time in the previous race, it was Maximilian Schleimer. We're going to have 2 different race winners from 2 different heats. Last lap, letzte Runde läuft und am Spitze ist der Holländer, der Nummer 44, Stella Van Valstein, vorne von Marek Scrivan. Und der Nummer 5 von Deutschland, Daniel Stell auf Platz 3. So, Senna Van Valstein up 2 places from the inside of row number 2. Got compromised on the start, but nevertheless, you cannot count out an individual whose first name just happens to be that of the surname of an Formula 1 driver that won a title 3 times. Senna Van Valstein wins qualifying heat 2. Scrivan second, Stell P3. Denner up to 4th at the checkered, ahead of Maximilian Schleimer. Robert Kinderwater P6, ahead of Tommy van der Stroys. With Norton Andres and Arthur Lehouk, Matej Proys running at the top 10. Matti Vandenbroek, Jeffrey Fixer, Simon Bellman, Kipras Jursa and Dion van Verven. All 15 drivers finish the full race distance, but it's CS competitions. Senna Van Valstein from the Netherlands and the number 44 that takes top honours by just over half a second. 12 races down, 2 to go here on Saturday.
Yeah, next to me is Jennifer Waldstein, KZ World Champion 2025, and now he has a guest start in the DKM. How comes that you are here this weekend? Well, honestly, I really like the track, Kerpen. So, yeah, I'm close with one team. He has competition. So I asked them if it's okay if I do the race. They say, sure, why not? So, yeah, that's why I'm here. We have to go a bit here because we're not in front of the camera. Okay, now it's running very well. You won the heat, and yeah, I think you are one of the favorites tomorrow. Well, obviously the first heat wasn't that good. I got a penalty, and I think it dropped me back to 10. So now you win. First, I have to see where we start. But yeah, anyway, the package is great. The team does an amazing job. She has competition, and Flavio Sainz engine. So yeah, I have the package to win, and I think we have the speed in general to win. So yeah, all eyes on tomorrow then. Yeah, in the last years, yeah, a couple of years, you were also you won the DSKC, and you had a lot of years you were starting the DKM. Do you see some changes to the past now? Yeah, well, I've always enjoyed doing the DKM. I did the DSKC series, the won the championship, and the DSKM after. So yeah, I think they're doing a great job. I love the organization. I love the tracks where we go. It's a very good weekend. So yeah, obviously it's made really good. Perfect. What is the next highlight this year? The World Championship in Le Mans? Yeah, we have the Grand Prix, the prep race, and then we have World Championship. So. Okay, perfect. Good luck for tomorrow, and see you. Thank you very much. Bye bye. Bye. As always, very, very modest. Senna van Waalstein, yep, he'll be the Grand Prix karting, the tune-up event for this year's FIA World Karting Championships for KZ, KZ2 and KZ Masters happening at Le Mans in Pays de la Loire this year, which will also see many drivers. I think for the tune-up race, there's over 180 drivers, and one of the names that's actually on there, KZ2 Masters, be aware, Rubens Barrichello is training for that event as well. So, a man who's raced over 300 Grand Prix. And I had the opportunity of meeting Mr. Barrichello, along with son Eduardo, who is now running, I think if I remember correctly, he's ran in the WEC with Heart of Racing with the Aston Martin Vantage GT3 Evo. But we have 2 more races to go. I know that we're not that far away with the 1-minute board about to go up. For our penultimate race, it's going to be qualifying Heat 5, KZ2, and then we'll have Heat 6 to conclude the day here before we say goodbye on the ADAC Motorsports YouTube channel, live and direct here from the Erflandring here in Kerpen in Western Germany. Big thank you to everyone that's joined us on the live stream so far this weekend. We really do appreciate your company as always, but the drivers are getting themselves set and ready and get into the zone for their final race. So 1-minute board is being shown at the start of the grid, and then the drivers will be pushed to help bump start the karts to get us underway for 13 laps of the 1.107 kilometer circuit here at the Erflandring. So, für Qualifying Heat Nummer 5, Gruppe C und D für KZ2 Cup. Hier ist die Startaufstellung mit 23 Piloten, die dann über 13 Runden von dieser Strecke in Kerpen jetzt fahren. Auf der Pole startet Dominik Reuters, neben ihm auf dem ersten Reihe Nico Bockner, dann Manuel Festel, Nick Preumers, Yannick Hammert und Karl Luthard auf Reihe Nummer 3, Pavel Wimmer und Louis Esse auf 4
Und dann auf die fünfte Reihe startet Jelte Bummer und Iljan Jankov. Dann Milan van Winden, Oskar Steinbach, Semil Bayati, Henrika Sklepikas, Marcel Ernst, Erik Müller, Silver Elst, Maurice Schenk, Vesper Pleumert, Jori Molema, Svenja Dreher, Christopher Sachse und Nelson Berghaus. So 23 drivers set to take to the track for their third and final respective qualifying heats. So far, we have had 4 from 4. So far, Emmanuel Mai, Heat 1 winner. Oliver Stedler, Heat 2 winner. Mark Gestenkorn, Heat 3. Manuel Kestel, Heat 4. And we have 2 to go. Can we make it 6 different winners from 6 different races? Stick with us for this and the next one, and let's see what unfolds before our very eyes. Und mit dieser Shifter Karts Beschleunigung von 0 bis 100 km/h, ungefähr knapp in die Nähe von 2 Sekunden, vielleicht Topspeed 150 km/h oder sowas, vielleicht ein bisschen höher, aber grüne Flagge von hinten. Wir warten auf die Lichter und gleich geht's los, aber Problem am Start bei der 413 und deswegen kommt ein Unfall. Pech für 492 und auch der, ja, ich denke, ja, leider bei der Erik Müller habe ich gesehen, auch bei der 400, ja, Maurice Schenk, Pech. Und das kann passieren bei einem Start in KC2. So, beide Piloten sind raus von seinen Karts, sind alle sind auf. Well, all I'm going to say, I'm going to say this in English. Both drivers out of their karts, they're both okay. Aber Pech für beide nach dem Start. Jetzt kommt der Nico Bogner über Start und Ziel, aber Pech für Erik Müller und Maurice Schenk. Ich denke auch für den Milan van Winden. Auf Platz 21 jetzt, ist nicht über Start und Ziel gekommen, vielleicht direkt in die Boxengasse gegangen. Aber, oh nein. Kleines Problem für den Dominik Reuters, der war am Spitze. Und jetzt ist der Manuel Kestel auf Spitze. Der 406 nach Runde Nummer 2 ist vorne von Yannick Remmert und der Nick Pleumers, der ist auf Platz 4 gestartet. So 3 drivers unfortunately eliminated after what happened at the start there. So big problems. Nico Bogner did not get off the line, actually stood still. He was trying to get the kart to go. And then, unfortunately, that kind of accident does sometimes happen. But Manuel Kestel looking to pick up. Kestel could be the first driver to get 2 qualifying heat wins under the belt. Aber mit dem kleines technisches Problem, das der Dominik Reuters hat, ist der Startnummer 489 jetzt in Platz 5 hinter der Karl Luthard. Und es gibt einen großen Vorteil zwischen der Nick Pleumers, der hat jetzt schnellste Runde seit in die Tasche 43,126. Aber am Spitze des Felds gibt es einen Dreikampf. Kastel gegen Hemmert, gegen Pleumers. Luthard auf 4. von Reuters, Esser, Wimmer, Boomer, Bayati jetzt 9. und Ernst 10. So a big change has happened, obviously, with what's
occurred, but nevertheless, there is always going to be a potential for anything that might happen. There's always that unpredictability word when it comes to motorsport in general. Ich habe schon auf den Live-Timing geguckt, dass richtig gute Pace kommt von der 448 Nick Koimers aus Holland. Aber bleibt der Manuel Kastel nach 5 Runden jetzt am Spitze. Neue schnellste Runde seit bei den Nick Koimers 42,771. Und zwischen den Top 3 Überstartungsziel nach Runde Nummer 5 von 13. Noch in die Nähe von halbe Sekunde zwischen Kastel und Ploymers. Die sind alle drei durch den Schumacher-Schikane jetzt gekommen. Überstartungsziel nochmal eine Runde in die Tasche. Wir sind jetzt auf Runde 7 von 13. Und es gibt eine Antwort auf die nächste Runde bei Kastel und Remmert gegen Ploymers. Ploymers Rundezeit letztes Mal war 42,914. Remmert 42,783 und der Kastel am Spitze 42,821. So effectively between the top 3. The gaps are starting to increase, and now Manuel Kastel has the fastest lap in the pocket. 42.653 by the 406, who now leads by 0.4. You can see that gap between the likes of Ploymers and Luthard. Luthard jetzt auf Platz 4. Auch ein großes Vorteil zwischen der Karl Luthard auf Platz 4. Vorne von der 409 Louis Esser. 2,6 Sekunden letztes Mal. Bleibt es soweit. 2,6 Sekunden jetzt. Schnellste Runde seit von der Bulgarien. Ilian Jankov 42,507. Der Startnummer 412 ist jetzt 9. Er ist vorbei an Marcel Ernst auf der 434. So, coming up to 4 laps to go. Well, it looks like, Dominic Reuters has retired. Oscar Steinbach has also retired, lap 5 and lap 3 respectively. But Manuel Kastel is looking to do 2 for 2 in terms of race wins. Nick Ploymers, however, is closing in on Yannick Remmert for that second spot. The gap now between P1 and P2 is 0.6 of a second as we're on this plus 3 laps to go. Aber nochmal 3 Runden bis zum schwarz-weiß karierte Flaggen dieses 13. Rennen von 14 am heutigen Samstagnachmittag hier bei Runde Nummer 4 für DKM Saison 2026. Aber den Vorteil, dass der Manuel Kastel hat über Yannick Remmert, ist ungefähr über 9 Zehntel eine Sekunde nach 10 Runden. Wir sind jetzt auf Runde Nummer 11 und 13. Aber starke Leistung in dieses Rennen bei der Kastel. Und auch Pech für nochmal Piloten. Nico Bogner, 413. Nach Runde Nummer 9, auch bei der Christopher Sachs aus Dänemark.
der 410. Und jetzt ist der Pilot aus Bulgarien, der Ilian Jankov, jetzt vorbei an der Jeltebombe für Platz 7. But one more lap to go for these drivers here on the penultimate race of day 1. Und jetzt bei Manuel Castel letzte Runde läuft. Und was für ein Ergebnis wird das sein für den Manuel Castel auf den Startnummer 406 mit dem Sodikart. Vorne von Yannick Remmert und der Nick Boimers auf Platz 2 und Platz 3. Bis zu diesem Punkt gibt es 4 verschiedene Rennsieger von den ersten 4 Rennen für den Qualifying Heats bei KC2 Cup. Aber jetzt kommt jemand, der wird am Ende des Tages zweimal heute ein Rennsieger. Gratulation Manuel Castel, Startnummer 406 nach 13 Runden. Und er hat das Rennen beim 1,044 Sekunden über Yannick Remmert gewonnen. Der Überstartungsziel ist am Platz 2 wieder zu Hause gekommen. Vorne von der Nick Boimers auf der Startnummer 448. Aber viel Gratulation an Manuel Castel. Der 406 auf dem Sodikart hat den 5. Qualifying Heat im KC2 Cup gewonnen. Vorne von Remmert, Boimers auf Platz 3, Luthard 4. Vorne von Louis Esser, Pavel Wimmer, Ilian Jankov, Jelteboma, Semil Bayati und auf Platz 10 der 434 Marcel Ernst. Svenja Dreh auf Platz 11, vorne von Tim Verels aus Belgien. Vesper Ploimet, Jori Molema, Henrikas Klepikas aus Lituanien und auf Platz 16, der hat alle Runde gefahren, Nelson Berghaus aus Holland. Leider Pech für Christopher Sachsen, Nico Bogner, Dominik Reuters, Oskar Steinbach, Milan van Winden, Erik Müller und auch Morris Schenk. One more race to go. Coming up next will be the last qualifying heat of the day. It's KZ2 Cup, Groups A versus B, Heat 6 next. I got a
perfekte Ausbeute heute für Manuel Kastel, 2-1-1 in den Heats. Nach einem kleinen Tief in Ampfing sieht hier wieder alles richtig gut aus. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Guter Tag heute. Qualifying lief eigentlich ganz gut auf P3 in der Gruppe oder P4 in der Gruppe nach Strafen. Und jetzt 2-1-1 ist gut. Nach Ampfing stimmt. Ampfing war sehr schwierig für uns. Aber jetzt ist wieder ein kleiner Lichtblick. Sehr gut. Ja, die Meisterschaft ist ja, glaube ich, weiterhin noch offen. Daher jeder Punkt zählt. Wie ist deine Taktik für morgen? Ich werde morgen genauso wie heute reingehen. Einfach mal so gut abschneiden, wie es geht. Meisterschaft ist kein wichtiges Thema im Moment. Wir fahren einfach und geben unser Bestes und dann wird es. Alles klar. Dann würde ich sagen, jetzt die Eistonne und dann morgen wieder Vollgas. Genau, danke. Alles klar, danke schön. Danke. So really good to hear from Manuel Kastel there with Bjorn Niemann down in the interview zone. Manuel basically saying, you know, Ampfing didn't go well for us, but you know we a good steady consistent run, a second and 2 firsts, and he said, well, the championship's not in his thought process at the moment. It's just about giving his best and concentrating at the here and now. And sometimes that's exactly what you need to do. But ladies and gentlemen, stick with us here on the ADAC Motorsports YouTube channel as we have one more race to go. Coming up, it's the final qualifying heat of round 4 of DKM 2026. It's KZ2 Cup qualifying heat 6, groups A and B, up very shortly.
heute, jetzt ist es 19 Uhr und wir sind bereit für die letzte Startaufstellung für den letzten Qualifying Heat am Renntag Nummer 1 von Runde Nummer 4 für DKM Saison 2026. Bei Qualifying Heat Nummer 6a gegen B im Klasse 2 Cup. Der Oliver Städtler startet auf der Pole. Auf seine linke Seite beim ersten High startet der Marc Destelborn aus der Schweiz. Auf Reihe Nummer 2 Eric West und Emmanuel May, vorne von Jeroen Bos und Declan Siftout. Dann Lois Sachse, Luca Prime, Julian Buck, Kevin Wagner, Jaden Gischigan, Quinton Van Leuven, Rick Hartmann, Jason Davisstein, Valentin Köder, Dino Kalkun, Adrian Martins, Max Hesel, Giovanni Wittevin, Paulius Pascovicius, Khalil Soda, Karl Liesmer, Maximilian Predarovic und Kevin Rosenbeck. 24 Piloten für 13 Runden dieser 1107 Meter langer Streckenkurs hier in Kerpen für das letzte Mal heute. So, last race of the day. Race 14 out of 14 for the qualifying heats. And KZ2 Cup brings race day 1 to its conclusion. Manuel Castel, a second and 2 first place finishes. Oliver Städtler will want to go into tomorrow with the best seat in the house possible. And obviously with his demotion off the jump start, as with Mark Gestenkorn in the early stages of today, well, it's put them both on the back foot. So, could be the fact that Manuel Castel ends up the ranking of the heat's leader going into Superheats time tomorrow morning. Waiting for the final couple of drivers to make their way to the end of the start grid, and they are starting to line up as we wait. Grüne Flaggen von hinten und wir warten auf die Lichter beim Start und Ziel. Und jetzt gleich geht's los. Starker Start bei der Pilot aus der Schweiz, Marc Gestenkorn, vorne von Oliver Städtler. Er ist jetzt auf Platz 2. Und sind alle leider für Giovanni Witzewin, der Startnummer 461, hat den Rennen nicht gestartet. Wir haben insgesamt 23 Piloten in dieses Rennen. Aber nach der ersten Kurve sind alle auf den Asphalt hier in Kerpen. Nach der ersten Runde am Spitze ist der Startnummer 464, Marc Gestenkorn. Vorteil über Oliver Städtler ist 4,5 Zehntel eine Sekunde. Dann Declan Siftout auf Platz 3. Und er hat auf Platz 6 gestartet. Aber jetzt ist der Eric West vorbei an der Holländer. Jetzt für Platz 3. Dann kommt den Feld durch Leichhardt-Kurve und Kurve 4. So Eric West gets through on Declan Siftout for third position. Yellow flags at turn 8 at Tripskurve. So no overtaking permitted. So it looks like someone has had a drama a little bit further down at the bottom part of the circuit. But Marc Gestenkorn comes out of the final corner, will lead us over the line to complete lap number 2 out of 13. They're going to have to be very, very careful. Watch their P's and Q's, keep their noses clean. And, leider für Maximilian Predarovic kommt Pech. Im letzten Sektor, denke ich. Das ist warum. Die gelbe Flagge kommt raus. Und Platz 22 jetzt Startnummer 466, Valentin Knödel. Auf Runde Nummer 2 von 13, schnellste Rundezeit 43,885. Aber jetzt kommt die Linie von 1. bis zum 8. Platz 8. Das ist Luca Prima. 2 Sekunden zwischen den Top 8. Aber jetzt ein Vierkampf am Spitze des Feldes. Und dann kommt dahin Emmanuel May, Loritz Sachse, Kevin Wagner, Luca Prima, Jaden Gushkin jetzt vorbei an Quinton Van Leuven.
für Platz 9. So Jaden Gushiken getting through on Quinten van Leuven from the Netherlands in the 420 for ninth place. But things are heating up at the front end of the field. Gestenkorn continues to lead after the opening 4.4 kilometres of racing so far. Stedler looks over the right shoulder, sees Eric Vest there, along with Dirk van Sifthout. So this is where things could rather close up quickly. If you're in the top 4, well, you're going to have to see if you can make the best of it. So Manuel Amai is through on Loritz Saxe for P5. Der Pilot aus Österreich, Adrian Martins, jetzt vorbei an Rick Hartmann in der Startnummer 468, aber am Spitze des Felds. Well, muss man sagen, richtig Performance kommt von Richtung hinter Gestenkorn. Und da ist der Oliver Stettler auf der Startnummer 485. Und starkes Defense bei der Gestenkorn. Vorne von Oliver Stettler. So a stern defense into Spitzgerber at turn 2 by the 464 from Switzerland. Stedler second. Vess and Van Sifthout are still there. Half a second. Covered the top 4 after the opening 5 laps as we're about to conclude lap 6. Emmanuel Mai, Loritz Saxe, Kevin Wagner, Luca Prima, Jaden Gushiken and Quinten van Leuven. They might have an opportunity to go further up the order, but that depends on what happens out front. Und bleibt immer ganz hinten, kurz hinten. Der Marc Gestenkorn ist der Oliver Stettler. Schnellste Runde seid bei der Startnummer 474. Jason Doverstein für CS Competition auf den Sodi Kart. 42,725. I think here the tactic from Stedler is to put the pressure on Gestenkorn. Both of them want to pick up a second win and join Manuel Castel as a 2-time qualifying heat race winner today. But we are more than half distance. It has been a long day for everybody concerned. Energy levels might be at a slight bit of a low, but when you're behind the wheel of one of these karts, your adrenaline is pulling you along for the ride. It is pulling you by the scruff of your neck, kicking and screaming all the way to the checkered flag. And believe you me, like I said earlier, it's one of the most strenuous disciplines, if not the most strenuous, the most taxing, the most testing class in karting. But Stedler has got the tow right behind Gestenkorn. He's just parking it on the apex. And we did say this was a difficult track to pass at, and Oliver Stedler is finding that out. Aber bleibt der Gestenkorn aus der Schweiz wieder an vorne in den Startnummer 464 von Mach 1 Motorsport. Vorne von der Junge, aber innerseits am Tripskurve. Das war eine Überraschung von meiner Wenigkeit, meine Damen und Herren. Der Stedler hat eine Chance gefunden, innerseits am Gestenkorn vorbeigehen, und jetzt ist der Stedler am Spitze. Richtig eine Überraschung von meiner Seite, wenn ich das gesehen habe. Aber Chapeau, Chapeau, Herr Stedler. Aber nach 9 Runden, wir sind jetzt in Runde Nummer 10 von 13 in diesem letzten Qualifying Heat heute für KC2 Cup hier in Kerpen. Und jetzt nochmal wieder am Spitze für der Oliver Stedler von Formula K SRP Factory Team auf Startnummer 485. Aber ich muss mal sagen, dass richtig kommt das Druck vielleicht von Platz 3 und Platz 4. Besonders bei der Eric Vess auf den Startnummer 414 und auch der Dirk van Sifthout auf den Startnummer 477. Aber beim Runde Nummer 10 von 13 hat der Stedler
den schnellste Rundezeit dieses Rennens. 42,505 gegen 42,631 bei Gestemkorn. Wes 42,689 und Van Siftout 42,641. Und Städtler verlängert das Vorteil. Halbe Sekunde zwischen ihm und der Gestemkorn auf Platz 2. Hinter der Dirk Van Siftout gibt es einen Zweikampf zwischen der Diener Lloyd Sachse, Startnummer 456 gegen Kevin Wagner, der Startnummer 444. So Kevin Wagner in the 444 against Denmark's Lloyd Sachse on the 456. They're battling tooth and nail over P5. Aber jetzt, letzte Runde läuft. Nicht nur dieses Rennen, aber für den Renntag Nummer 1 in Kerpen. Und nochmal ein bisschen verlängert ist den Vorteil zwischen Oliver Städtler und der Marc Gestemkorn. Und nochmal eine schnellste Rundezeit von der Städtler. Purple sector 1 by Dirk Van Siftout, who's just done a 12.2. But Oliver Städtler on the penultimate lap of the day, 42.488, and he's got more than he's probably got the best part of nearly a second behind him. Aber was kann man sagen? Nicht nur Manuel Kestel, der hat zweimal heute gewonnen. Auch Gratulation, Oliver Städtler, über Start und Ziel mit schwarz-weiß karierter Flagge. Der Führende in die Meisterschaftswertung bevor dieses Rennwochenende. Oliver Städtler gewinnt der letzte Qualifying Heat des Tages heute im Kerpen. Mit einem Vorteil nach 13 Runden 0,997 Sekunden. Vorne von Gestemkorn Erik Wess auf Platz 3. Dann auf Platz 4 Dirk Van Siftout. Lloyd Sachse aus Dänemark auf Platz 5. Vorne von Kevin Wagner, Emmanuel May. Jaden Güscheken über Start und Ziel Platz 8. Er hat auf Platz 11 gestartet. Und auch bei Quinten van Leuven und Jeroen Bos auf Platz 9 und 10 respektiv. Luca Bremer, Adrian Martins, Julian Bubb, Rick Hartmann, Dino Kalkum, Jason Doverstein, Khalil Soda, Max Hesel, Valentin Knödel, Paulius Paskevicius, Karl Liesmer und Kevin Rosenbeck. 22 sind nach 13 Runden über Start und Ziel gekommen. Und leider für Maximilian Prederovic war alles vorbei am ersten Runde dieses Rennen. Und ein Non-Starter, while Giovanni Witteveen from the Netherlands, the 461, did not decide to take the start. But Oliver Städtler joins Manuel Kastel as a two-time qualifying heat winner here today in KZ2 Cup. Well, race day 1 out of round 4 for the Deutsche Kart-Meisterschaft season 2026 is in the books here in Western Germany. 14 races today, but we've got the super heats and the finals tomorrow. We've had stoppages, we've had delays, but we have got there in the end. And a big thank you to all the drivers, all the teams, all the mechanics, and everyone behind the scenes that have helped to keep us running at this pace. It is fast and frantic in the Deutsche Kart-Meisterschaft season every single time we go racing, but nevertheless, we got there in the end. It's goodbye from myself, Alex Goldschmidt, up here in the commentary position, but it's time for me to hand over for one more time today down to Björn Niemann in the interview zone, as I think he's got Mr. Oliver Städtler standing by. So from my side, wir sehen uns morgen. Yeah, last but not least,
Heats. Die Heats sind abgeschlossen. Neben mir Oliver Städtler, zweimal gewonnen heute, also im KC2 Cup in der DSKC. Auch in der Meisterschaft führender, somit ja, Favoritenrolle gerecht geworden. Nicht geworden. Langer Tag. Wie war für dich jetzt der Abschluss heute? Ja, also der Abschluss war natürlich gut. In der zweiten Heat war ein bisschen unglücklich mit dem Jumpstart, wo wir eigentlich Zweiter wurden, aber ich glaube, durch die 2 Heats-Siege konnten wir gute Punkte auch rausfahren. Hast du jetzt schon irgendeine Taktik für morgen? Guckst du schon auf die Meisterschaft oder erstmal dieses Wochenende abhaken und das meiste rausholen? Naja, das meiste mal rausholen. Ist ja auch gut für die Meisterschaft, das meiste rauszuholen und einfach Vollgas geben und mal schauen, was wird. Alles klar, dann viel Erfolg morgen. Soll ja ein bisschen kühler werden. Mal sehen, wie es läuft. Denkst du, ihr seid da genauso konkurrenzfähig? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das macht keinen großen Unterschied und ich glaube, wir können trotzdem gewinnen. Alles klar, dann schönen Abend. Dankeschön und ja, wir sehen den Olli morgen im Superheat. Ja. Ja, und das war der Samstag hier in Kerpen. Wirklich spannende Heats. Ich glaube, wir haben tolle Rennen gesehen und können uns morgen auf einen richtig tollen Finalsonntag freuen. Die ersten Entscheidungen sind drin. Die Favoriten haben heute, glaube ich, weitestgehend überzeugt und haben hier gut abgeliefert. Daher morgen ist alles möglich. Seid dabei ab 9 Uhr live im Stream. Wir freuen uns auf euch und jetzt heißt für uns Staub abduschen und Feierabend machen, damit wir morgen wieder fit für euch sind und ja, freuen uns drauf.